Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Schnelles TV und zum wunderschönen neuen Sommer-Event Sommer Paradies Mirage. Wieder mal eine wunderschöne Clay-Story, die wir jeden Sommer bekommen. War ja bislang immer sehr gut und sehr lang, wie diese hier auch. Und ich weiß noch nicht, ob alles freigeschaltet ist, ich nehme es mal nicht an. Aber wir gucken jetzt auf jeden Fall, was uns dort erwartet. Diesmal haben wir wohl Kokomi und Jula und Coley mit im Boot. Und natürlich ist wahrscheinlich auch wieder Clays Mutter mit an Bord. Naja, wir schauen mal. Und ich weiß nicht, ob wir in diesem Setting alles schaffen. Das kommt natürlich auch darauf an, ob überhaupt alles freigeschaltet ist. Aber wir schauen mal. Zur Not gibt es einfach noch ein zweites Video oder ich schneide die zusammen. So, eine Einladung aus der Ferne. So. Ich hoffe, der Spielsound ist nicht zu laut. Aber beim Pegel sieht das ganz okay aus. Schauen wir mal, was uns diesen Sommer erwartet. Ich fand die Aktionen bisher immer ganz gut, aber teilweise sind sie auch echt schwer. Also, wenn man alles finden möchte. Das war zumindest letztes Mal so, da musste man schon sich genau umgucken und die Rätsel lösen, damit man alle Belohnungen gefunden hat. Hey, Jean, we're here! Ah, Paimon and the Traveler. I've been waiting for you. Whoa, looks like Jean wasn't the only one waiting for us. Klee and Kaya are here too. Oh, it's Paimon and Mr. Honorary Knight. It's been so long. Ah, look who it is. You've caught me completely off guard this time. But then again, it's always a pleasant surprise when you two show up. Guess we were so excited to see Jean again that we forgot to knock. I hope we didn't startle anyone. Wait a sec. You weren't talking about anything that we're not supposed to hear, were you? Hey, stop pretending like we're doing food deliveries. It's been a while since we last met, but I can see you two haven't changed one bit. Don't worry, we weren't discussing anything confidential. In fact, we were just talking about you. Maybe we should let the star of the story explain it in their own words. Yeah! Let me tell it! Let me tell it! A few days ago, I was reading Todoko Tales in the solitary confinement room when all of a sudden, whoosh! A letter came flying in through the window. Flying through the window? How does a letter fly? Like a bird does. It was flapping its wings. It could even talk. It said, well, it was a bunch of stuff I didn't understand. You couldn't understand? Then it must have been talking about how to avoid solitary confinement. Kaya? Just saying. We don't want to let a teachable moment slip by. Okay, I know. Anyway, the letter said, "Oh, Klee, are you behaving? I see you've wound up in the solitary confinement room again." Sorry about that. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Oh, so the letter's from Alice. In principle, yes. But the issue is that Alice's friend lives quite far from here. The letter says that Mom's friend lives in Sumeru. The Knights of Favonius could never agree to send Klee off to Sumeru on her own, but Klee is rather intent on taking Alice's friend up on this invitation. Yeah, I really want to go. You see,
So we were wondering, who can we send with her on the journey? Preferably someone who's a reliable hero and with a history of saving Mondstadt. Oh, so that's why you wanted to see us. I do apologize, but Klee gets along with you so well. We couldn't think of a more suitable choice. Sure, we can do that, no problem, right? Can you really, Mr. Honorary Knight? Yay! With Mr. Honorary Knight around, Klee's not afraid of anything! See, I told you that he'd agree. In that case, we'll leave Klee in the trusty hands of the Traveler. And you too, Kaya. You should join them. I noticed you quietly completed that backlog of paperwork we had. You deserve the chance to unwind a little. Oh, so you noticed. Well then, I suppose I have no reason to refuse. Great! Things will go even more smoothly with Kaya around. Still, Sumeru is pretty far. It's gonna be a long journey. Don't worry. Mom's letter had a magic invite inside. Mom says we just have to all shout out where we want to go at the same time, and poof! We'll be there in the blink of an eye. Wow! Well, that'll definitely make things easier. It only works 3 times, though, so we should only use it when we really need to. 3's plenty. 1 for the way there, 1 for the way back, and 1 extra, just for good measure. Sounds very mysterious. I still think we should use it sparingly. After all, we don't know the exact location of where we'll be headed, or what dangers we may encounter on the way. Here's what I suggest. Traveler, you're well connected. I'm sure you must have friends who are familiar with Sumeru. I say we start by teleporting to one of them. It'll give us a chance to test out the magic invite, and also find ourselves a local guide. That kinda makes sense. And since it has 3 uses, there's no point letting one of them go to waste. Couldn't have put it better myself, Paimon. So, do you have a particular contact in mind? Well, we need someone who's familiar with Sumeru and can be our guide, so sounds like we need a forest ranger. And everyone knows that the best place to go looking for a forest ranger is a little place called... That's the one! Maybe we can get Tainari to help us. All right, Gandharvaville it is. Okay, I'm happy wherever we go, especially with Kaya and Mr. Honorary Knight. We should be on our way then. If you'll excuse us, Acting Grandmaster. Yes, let the wind lead. I wish you a safe journey. And Klee... I know. I'll be careful, I promise. Great! Okay, here goes nothing. Take us to... Gandharvaville! Gandharvaville. Grand Arbor Hill! Huh? No, it's not a hill! We made it. Paimon was sure we were about to end up someplace super weird. Sorry, it was an accident. It's okay, Klee. Good news is this magic invite really does work. Fascinating. One moment we're in Mondstadt, the next we're in Sumeru. So this is where Mom's friend lives? Wow! There are so many big flowers! Oh, and jumpy mushrooms! Oh, you ain't seen nothing yet. Sumeru's full of strange stuff like this. Like, Oh, yeah. Paimon was pretty creeped out the first time we saw one of those.
Listen carefully, Klee. Those jumping mushrooms are called fungi. They may look cute, but if you get too close to one, it'll try to hit you with its cap. Really? Okay, well, I'll hit it back with my cap. And then I'll hit it with the hood on my jacket, too. I'll definitely win if it's 2 hats against 1. As long as playing with hats doesn't escalate to playing with bombs. But Klee's our friend, so we should be able to convince her to keep this trip explosion-free. Right? Uh-huh. I'll be extra careful not to blow anything up. I'll try my best. That's very good of you, Klee. You're being very grown up today. Yep, I'm super grown up. I'm already the Spark Knight. Okay, Spark Knight. Well, keep up the good work, because very soon we'll be introducing you to a friend of ours called Tanari in Gandharvaville. Ganz so nah sind wir ja nicht gekommen, irgendwie. Also. Oder doch? Ach, wir sind von der anderen Seite, okay. Na ja, gut. Hey, look! It's Kale! Huh? And is that Eula with her? What's she doing in Gandharvaville? Finden wir es raus. I've definitely heard the other forest rangers mention somebody dressed like that before. I see. Then it looks like my suspicions are correct. Who do we have here? Traveler and Paimon! Huh? Oh! Kaya and Klee are here too! Hi, Kale! It's been ages! Kale! Eula! What are you two doing here? Well, that question's really more for Eula. What a coincidence. I didn't expect to run into a fellow Favonian captain this far from Mondstadt. How's the vacation going? Seriously? Bring the whole crew, why don't you? Is it just Paimon, or does Eula not look particularly thrilled right now? Oh, cool! Great idea! Let's go! If you're trying to accommodate me, there must be some misunderstanding. I'm fine. There's nothing embarrassing about running into colleagues in the wild. But earlier you were... Great. Well, I'm sure there's a fascinating reason behind why you're all the way out here in Sumeru. Do share it with us. If you must know, it's a little complicated. But simply put, I'm searching for a cousin of mine from the Lawrence clan. He went missing recently, and after searching his home, we found evidence that led us here. He appears to believe that somewhere in Sumeru lies the key to restoring our clan to its former glory. He came all the way to Sumeru for that? What was he going to do, enroll at the academia? I doubt he came here to learn. He's much too old to start getting a basic education now, and from what I know of him, I doubt he has any interest in intellectual pursuits. All he cares about is restoring his clan's honor. Nothing wrong with that idea in principle, but I'm not certain how fanatical he is about it. So, there's no knowing what lengths he might go to. As a knight and a member of the Lawrence clan, it's my duty to make sure he doesn't bring harm to others. Oh-ho. If this is true, then your cousin is quite a man of action. Traveling alone to Sumeru from Mondstadt is no mean feat. Nor is daring to make me personally concerned about his safety. He has no idea what's coming to him. You know, underneath it all, Paimon thinks Eula's a really caring person. Yeah, she's the best! She brought me some moon pie last time. He is family, after all. Anyway, I will make sure to find him and escort him safely back to Mondstadt. Now,
Back to you. How and why did you all suddenly show up here? I'm afraid that could be tricky. Master Tighnari is still at Paradies delivering his lectures. He isn't due back for a while. But I think I'll be able to help out. The description in the invitation letter is vague, but I'm pretty sure it's hinting at somewhere in the desert. The desert? Does that mean Mom's friend is from the desert? I guess I'll call her Auntie Desert for now. I remember Mahamatra Sino once told me a strange rumor about that part of the desert. They say there's a secret domain there that can make all of your wishes come true. Wait. He said I should just call him Sino. I keep forgetting that. Huh. A domain that makes people's wishes come true. Wow. So is it true? Does it really exist? I probably would have believed it a few years ago. But now that I'm a little older and wiser, I think it makes sense to be more skeptical about things like this. This explains a lot. The domain could well be a myth, but he probably figured he had nothing to lose. If you intend to search for this place, then please allow me to join you. My cousin has quite a collection of books about Sumeru desert mythology on his shelves. I highly suspect that he, too, is looking for that domain. Can I come too? I think you might need me there. You'll definitely need a local guide while you're in Sumeru. And I think I have what it takes to be that person. Plus, it's a forest ranger's duty to bravely lend a helping hand to others in need. We have every confidence in your abilities, Kale. Our party grows bigger and stronger still. What say you to this, Captain Klee? I think it's super cool! I read in a storybook that on your own you can only have a drop of happiness, but in a group you have a whole ocean. So I'm sure Mom's friend will be super happy if I show up to visit and bring a whole bunch of friends with me. That's the spirit. In that case, let's get the magic invite to take us there. Whoa! This desert is huge! Wow, what an incredible sight. Yes. The scenery is quite magnificent. Are you okay, Eula? You don't look so good. I'm fine. Just taking a moment to acclimatize. The air here is much drier than in Mondstadt. This area doesn't look very habitable, and I don't see a domain entrance nearby either. Oh no. I didn't pronounce the destination wrong. Did I? I mean, I don't think I did. Nope, you got it right. It definitely wasn't your fault. I said Gandharvaville wrong earlier, but we still ended up in the right place. Klee's right. We're in the right place. There's no doubt about that. Phew. Maybe the entrance is hidden under a sand dune. Who knows? We'll just have to start by looking around. Oh, Paimon's so tired and so thirsty. We should have found something by now. Unless there's a problem with the magic invite. Huh? How could that happen? Uh-oh. Did I break it by accident? But I didn't do anything. Todoko will back me up. I'm innocent. It's definitely not your fault, Klee. See? Not even a wrinkle on it. Does Mr. Honorary Knight have an idea? Paimon knows where you're going with this. Interesting approach.
assuming we're right about this magic invite. That is to say, if it was sent from within the domain, the invite likely has some sort of connection to it. Oh, I get it now. Plus, I know a super special trick we can use. What kind of trick? Can you teach it to us too? Of course! Mom said that if I ever need help, I just need to shout this out loud. Magic invite, Klee needs your aid. Do something now, so Klee's not afraid. Look, something flew over. It looks like a bottle. Remarkably effective. That's one trick I'll be keeping up my sleeve in the future. You should make a note of it too, Eula. Absolutely not. It's not my style. I suppose bottles are pretty common in Sumerian mythology. So, is this supposed to be the entrance to the domain? A domain? In a bottle? Huh. Well, if there's one thing we learned in Liyue, it's never judge a domain by its cover. Guess there's one way to find out if this really is the way in. Come on, reach out with your hand. We made it! Oh, that answers that question. There's a path! I'm gonna take a look. Die scheiß Flasche. Don't run off and leave us all behind. Hätte ich nicht zu Hause aufmachen können? Nein, dafür müsste ich erst in die Wüste. Okay, Mann. Look! There's a huge garden here. Incredible. It looked so small from the outside. Everyone, I suggest that we stop here for a moment. We should take stock of our surroundings before deciding on our next course of action. Since we're in a bottle, has anyone heard the story of the magic bottle? Oh, you mean the one about King Deshret and the genie in a bottle? I've read it before, but I struggled with some of the vocabulary. What's the story about, Kaya? Mom told me a story once about a group of adventurers who went to Bottle Land. But I don't think there was a magic bottle in that one. Don't worry, Klee. I can tell you all about the story of the magic bottle. But if you keep running off on your own, you'll miss all the good parts. Oh, okay. I got it. I'll stay with the group from now on. You sense it too, don't you, Kale? Something's not quite right. Yeah, the scenery here is beautiful, but it's too quiet. And there's no sign of Klee's Auntie Desert here anywhere. Maybe Auntie Desert lives way further down inside. This place is super big, just like Fischl's Immer Nachtreich. We still have a long way to go. Guess we won't know until we get there. Let's keep going. Hopefully we'll meet her soon. Eine Einladung aus der Ferne. Neuer Abschnitt. So. Kleine Flasche, große Mirage. Was haben wir denn hier auf der Map? Dann mache ich den Teleporter. Habe ich schon freigeschaltet. Okay. Du hast angefangen. Aha, was bist du denn Schönes? Upp, ein glücklicher Gutschein. Nice. Ich habe gerade niemanden, der schießen kann. Oh.
Hey. Ooh, let me open it. Und hier auch wieder ein glücklicher Gutschein, ja? Einer. Guck mal. Okay. Got it. Da ist auch wieder irgendwo so ein Ding. Na, die Junge natürlich alle. Looks like no one set foot on this road for quite some time. Oh, der ist I irgendwie... agree. And the further we get, the more I feel like this place is a whole lot bigger than we imagined. Hey, there's something strange up ahead. Let's check it out. Hm? Aber ganz oben war das doch gar nicht. Oder doch? Doch irgendwo auf dieser Ebene. Ich hatte angenommen, dass das nicht in der Hütte ist, aber anscheinend doch. Da. Boop. 4-mal glücklicher Gutschein. Up and away. So, die bewachende Truhe. Die nehmen wir direkt mit, wenn wir schon hier sind. Das hätte geholfen. No, my sword. Time for a light show. What do we have here? Ach ja. Das ist natürlich hier. Lecker, lecker. Schöne Erz. So, was haben wir denn hier? Ja, die hätten natürlich geholfen. Anstatt zu klettern, ne? Oh, hier sind auch noch Helice. Ach Gott. Let me weave you a verse. The fuse is lit. Ich bin nicht sicher, ob ich an diesen Ort wieder zurückkomme. Deswegen dachte ich, ich nehme mir mal lieber direkt alles mit. Ooh, will we find any firework materials in here? Was so auf dem Weg liegt zumindest. Oh. Ooh, will we find Überall any ist immer ein firework glücklicher materials in here? Gutschein drin. Das ist natürlich nützlich. So, jetzt kommen wir hier mit der Quest weiter. Was zur Hölle bist du denn? Wow, it's a big ball of water. I wonder what it feels like. Can I touch it? It's so big that we could probably pass straight through it. That's so scary. Stop giving Paimon the heebie-jeebies. Let's not touch it for now. We still don't know enough about our environment. But we can't just do nothing at all because then nothing at all will happen. I have a feeling that this could be the core that sustains this entire bottle domain. In which case, the moment we touch it, this place will instantly revert to its original size, with all of us still inside. Yikes. Okay, okay. Paimon won't touch it. Jeez. Kaya, are we really gonna get squished inside a bottle? Of course not, Klee. I'm sure the real core of this domain is hidden away in a very safe place. Somewhere like... over there, for example. I was so nervous that I didn't notice that big wheel at all. Wait, who goes there? It's the waterball monster! Ah! The waterball monster is real! It doesn't seem hostile. In fact, don't you think it looks happy to see us? Really? You
sure it's not gonna gobble up Paimon whole? I don't think it's hungry. Are you, water droplet? Oh dear. I don't know about anyone else, but I'm not understanding a word of this. Wait! Don't go! Wait for us! Why'd it stop? Maybe it can understand us after all. Oh, I get it now. It's leading the way for us, just like the cats in Mondstadt. Like the cats? How so? When you're walking around in Mondstadt City, sometimes a cat will show up on the side of the road. It'll walk ahead of you for a while, and if you're curious enough to follow it, you'll soon find yourself in front of a fine establishment called... Exactly. So let's see where this water droplet takes us. It could be interesting. So, dann hüpfen wir mal eine Runde. It went this way, right? Oh, hope we haven't lost it. Did the water droplet go into that cave? Grummel. Huh? Another strange contraption. And there's a weird-looking wall over there. This kind of looks like that ball of water we saw earlier. Did the water droplet bring us here because it wants our help with something? What? Your friend is trapped in the wall? Don't be sad, water droplet. We're here now. We'll save your friend. You bet. But how are we gonna save them? Do we have to break down this wall somehow? Nope, we can't do that. No breaking the wall. Do we need to find a key of some sort then? Oh no! Where'd it go? Look, the device has lit up. And it's projecting images onto the wall. A two-dimensional space with objects of the same composition as the device nested inside. Cool. What Kaya said, and that's where its friend is. But how exactly do we enter the image on the wall? Maybe we just copy what the water droplet did? But what does that mean? Hold on, I think Klee's onto something. Since the water droplet appears to be the key that activated the mechanism, we may be able to follow it inside simply by touching the device. The principle is no different than how we entered this bottle domain. Fair enough. Okay, deep breath, then head in. Cool. Okay. Nähere dich dem Bündellichtwerfer, aktiviere ihn, um vorgefertigtes Gemälde zu betreten. In dem vorgefertigten Gemälde kannst du mit einer Vielzahl von Objekten interagieren und wichtige Vorrichtungen nutzen und löse die wichtigen Rätsel, um dein Zielort zu erreichen und entsprechende Erkundungsziele abzuschließen. Oh, cool. Die Änderung einiger Objekte außerhalb des vorgefertigten Gemäldes kann Auswirkungen auf die Umgebung des Inneren haben. Während der Erkundung kannst du diese Welt des vorgefertigten Gemäldes jederzeit verlassen. Es hat keine Auswirkungen auf vorher an der Umgebung vorgenommene Änderungen. Okay. Das hätte ich jetzt verstehen sollen, habe ich aber nicht. So, da ist also nur eine Kiste
Und damit kann ich was machen? Aha! The box on the wall moved too! Ah. Whoa! You really entered the wall! Wow! Another water droplet just came out from the wall! Alter, der kann sich sogar festhalten. Nice. Kannst die Folge nicht jederzeit verlassen. Ja, aber kann ich auch hier. Blub. Ah, 2D, Jump and Run. Nice. Pancake in there, but as soon as it came out, it turned all plump and round. Guess it makes sense that the water droplet's friend is also a water droplet. Aww, and they both do the same thing to show they're happy. Water droplet number 2 ran off. It's saying thank you, Mr. Honorary Knight. That was a huge help. Locker flockig. Traveler, how do you feel after entering that two-dimensional space? Any physical side effects? Ich fühle nichts Besonderes. Fine to Paimon. Well, I'm just glad that you're okay. Good thing you is here to look out for everyone. Can't say the same for you though, Kaya. You were pretty quick to send the traveler inside. Hey now, I only suggested that because I was confident that the traveler would be fine. Water droplet, is there anyone else here besides you and your friend? Yep, you know, anyone who looks like me or my friends. Oh, it ran off again. Hopefully this is a good sign. Amazing. Come on, let's follow it. Das gefällt mir jetzt schon. Love it. 10 von 10. 2D-Scheiß. Love it. Yo. Solidify. Fire hazard. Hey, Mr. Water Droplet. Du bist vermutlich nicht der Water Droplet, den ich vorhin gesucht habe. Ach, guck mal. Dankeschön. What do we have here? Boink. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden. Ich liebe es. Ah, fuck. I love it. So. Und eine Anlegestelle haben wir auch wieder. Boote dürfen natürlich in Klees Sommerparadies nicht fehlen. It looks like there might be a town up ahead. Huh. Maybe more people live in this domain than we thought. And maybe that's where Auntie Desert lives. Auntie Desert. Aha. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Okay, danke für den Rettich, mein Freund. Ich habe jetzt leider nichts für dich, aber... Ich muss mal kurz diese Taste drücken. Gucken, was man hier alles... Ah, Layla kann man einladen, okay. Da muss man... Okay, da macht man anderen... Attraktionen, ja, da bin ich noch nicht so ganz... Bin ich noch nicht so ganz ready mit, okay. Wahnsinn. Diese Welten, die sie sich für diese Dings immer ausdenken, sind einfach viel cooler als die richtigen. Hier, als die richtigen Gebiete.
Keine Ahnung. Love it. Idea, the situation is now critical. Our window of opportunity to fix this is rapidly closing. Das ist Kokomi, oder? Das hört man doch, oder? I'm sure you've noticed just how much things have deteriorated in recent days. But even so... This is your home. Are you really going to let everything fall to pieces? Well, I live here, but it doesn't actually belong to me. Ich habe es doch gesagt. Ich erkenne Kokomi überall. Denn ich hab sie nicht! Und ich brauche sie für mein scheiß Nilo-Team und ich krieg sie nicht! Ich habe nichts gesagt. Huh? Paimon knows that voice. Anyone else who comes into this domain in the future will take one look at the ruins before them and conclude that this place was abandoned years ago. But just imagine how different things could be if you maintain this domain in perfect condition. Whoever sets foot inside would witness a magical wonderland. How miraculous it would feel to them to find such unimaginable beauty in the middle of a lifeless desert. Warum steht da immer noch Fragezeichen? General, truly, but... Act now while you still can. You have to stand up to this and break free from your despair. The most important thing is to have no regrets in the end. Well, no one chooses to have regrets, do they? But I take your point. I'll try my best to stop running away. But the question remains of where to begin. Paimon's figured out who it is! Is it Mr. Honorary Knight's friend from a faraway land? A divine priestess? What's that? Is it a kind of mage? What are you doing here? Huh? We have new visitors? Greetings, everyone. This is the Valurium Mirage, and I'm the caretaker, Adia. I'm so sorry that you have to see this domain in its current state of disarray. We are actively working on repairs, and everything will be back to normal shortly. I hope. Greetings, everyone. I guess I should introduce myself too. It's all right. Just leave the introductions to me. I kinda wanted to say hello in my own way. But no harm done. I guess I'll let her do the honors. This lady is a visitor to the domain, just like yourselves. She is a formidable military general. Have any of you heard of Inasuma's Onmyo Chamber? The, what chamber? Onmyo Chamber. It's an elite training academy for gifted students of Onmyodo. Practitioners are divided into 4 classes, A through D, and assigned the power of Shikigami based on their mastery of the art. Wait. This lady famously led the Class D underdogs to victory against the Class A favorites in the final mock campaign before graduation. An astonishing feat that few in the history of the academy have ever achieved. Hence, formidable general is no exaggeration. Isn't that right, General? What's wrong? Huh? Wait, so the favorites were beaten by the classy underdogs? Paimon's not completely following. That doesn't sound like the divine priestess Mr. Honorary Knight was talking about. Uh-oh. Did she just get caught lying in front of someone she was trying to impress? Or maybe she uses a different identity in her private life, and this is the first time her friends are learning about it. Seems kind of embarrassing, but also kind of cool. I guess having someone else to introduce you is a good way to make an impression. Maybe I'd fit in better with everyone if I had a title too. Some people call me a general, but it's just their way of showing respect. My actual name is Sangonomiya Kokomi.
Huh? Oh no. Sorry, my mistake, General. I mean, Miss Sangonomiya. Call me whatever you like, Itia. The only important thing about names is knowing who's who. Oh, I get it now. It's like that story that Mom told me that time. Klee can explain. So basically, in the story, a big group of people go on an adventure to Bottleland. One of them's called the King, and some of them are called Knights. So, Miss Sangonomiya must be the super smart one who solves all the problems in the story. What's that one called again? Perhaps a sage? Indeed. Wisdom is an important attribute found in military generals. Okay, well, I'll just call you that. Miss General it is. Fine by me. Sounds really cute, coming from you. At least, cuter than my pen name, that's for sure. Well then, how should I address the rest of you? How could I ever forget you? But what about these esteemed ladies and gentlemen accompanying you? I'd be delighted if you could introduce me to them too. Wait, Klee wants a title too. Okay, got it. Klee wants to be a mage, the kind that flies around everywhere. Da-da-da! Whoosh! Kaya can be the master thief. Mr. Honorary Knight can be, the knight. And Paimon will be the fairy who follows the knight everywhere. Master Thief, huh? I did like playing pirates as a child, so I suppose this is an apt role for me. And I must admit, the master part is a nice touch. Hold on a second. Are you saying the position of knight is now filled? Yula can be the sword master who can cut through anything and also gets to wear a super sparkly cape. That's more like it. And Kale can be, the healer. No, I don't mind. Healer is a great role. I just don't know if I'm qualified to be one. Whenever I'm thinking of titles for myself, I usually imagine myself as an adventurer or musician. I never thought I could be a healer. I mean, it feels like it should be Master Tainari's role, if anyone's. Don't worry, Kale. You'll be the bestest healer ever. You don't talk much, but you're very kind, just like the healers in Mom's stories. You'll do fine. I heard you're good with bandages. You can patch up a wound, can't you? I can pitch a tent. Maybe you heard wrong? But I'll do my best. It's my first day filling in for Master Tainari, but hopefully it's the first of many. This is a great idea. Once a new visitor arrives, they can assume a new identity, then add in some role-playing. Oh, we can't leave you out, Miss Adia. There are lots of characters in Mom's stories, but you don't remind me of any of them. That's perfectly okay. I already have a role here anyway, remember? I'm the caretaker. I got it! This wasn't in any of the stories, but you can be the mascot. Mascot? Klee, maybe you could think up an even better role for Miss Adia. A mascot, you say? Isn't that a character that doesn't have to actually do anything and sits around letting everyone else do all the important work? Incredible. You've seen right through me. Sounds like the idea of being lazy is pretty exciting to her. The mascot serves to maintain troop morale, Itia. Don't underestimate your role. Ah, all right. I'll be the mascot then. That's
That's right. Thank you for bringing these new friends here safely. You can go off and play now. Thanks, Water Droplet. See ya. Water Droplet? Is that your pet name for it? I suppose it's as accurate a nickname as any. We keep getting sidetracked. But I believe you were saying something about being in a difficult predicament. Is something wrong with the Veluria Mirage? Oh, yes, about that. I'm afraid the entire domain has recently sustained some significant damage. It was as if the whole world was suddenly flipped upside down. A few components went missing from the core, which sustains the domain, and the impact cascaded out from there. Needless to say, many things in the Veluria Mirage have now stopped working. Just days after I agreed to let my friend's daughter come and visit too. When she gets here and sees the state this place is in... Oh, so you're Mom's friend? Hi, Auntie Desert. I'm Klee. Here, I brought the magic invite, see? Huh? Wait, so you're... Look how dilated her pupils are. She must be very surprised. Yeah, and not in a good way. Mom's the one who sent me here. She's the strongest mage ever. She said that her friend lives in the desert. You live in the desert, so that must be you. Right, Auntie Desert? Ah, I see. So being a mage runs in the family. You're Alice's daughter. Oh, I just want the ground to swallow me up right now. Wait, that's it. I'll hide myself away in the core of the domain. Hide there until this all blows over. See you all in 100 years. Idia's really going through it. She's like a shriveled little forest fungus, hanging its head in shame. Kale? That's a harsh analogy. Where'd all that come from? Don't worry, Auntie Desert. Klee's here to help you. And all my friends will help too. Just take a deep breath. And then another deep breath. And all your worries will fly away. Yeah, don't you worry. Sir Fix-a-Lot over here has a good track record with this kind of thing. Well, I'm useless. But it looks like that won't matter with all you capable people around. Fantastic. Don't put yourself down, Idia. You're great too. Thanks for your encouragement. Anyway, for the time being, please talk amongst yourselves. That'll give me some time to think things through and maybe make a start on, delegating. So. Sprich mit den Leuten. Reden. Na gut. Haben wir ja jetzt noch nicht. Hi, Miss General. Mr. Honorary Knight says that you're from Watatsumi Island. What's it like there? There must be loads of fish, right? Wait! You look kinda like a mermaid. Are there fish in your family? Oh, sorry to disappoint you, Miss Mage, but I'm just an ordinary human. I have lots of great stories about Watatsumi Island, though. Come on, let's enjoy the scenery while I tell you all about it. Feeling nervous, Kale? Well, it's your first time as a guide, after all. Oh no, not at all. I'm just, still settling into the role. So I was thinking about how to talk more like Master Tighnari. Well, the easiest way to imitate someone is to start with their most common turns of phrase. Oh, okay. In that case, put that mushroom down. Now, it's highly poisonous. There you go. With just a few simple words, you've captured your master's personality perfectly. Anyway, what about your role? Don't you mind being the master thief? It doesn't sound like you're one of the good guys.
Maybe not. Until you factor in that I only steal from the enemy. I think that's enough to make me one of the good guys. Don't you? Oh! Fair point, fair point. Fair point, fair point. Who else has visited the Veloria Mirage recently? There was someone from the academia who came not long ago. A Kasharawar scholar. Blonde hair. Architect, I think. He was a huge help, and redesigned many of the buildings here. Although he was always grumbling to himself, he was extremely diligent in his work. What a kind person. I could tell that was a sensitive soul. A lot like me. Sorry. Please pretend you didn't hear that. I'm of course a very strong and resilient person. After him, an aristocrat from Mondstadt showed up, then Miss Sangonomiya. Unfortunately, everything here suddenly started changing before I had the chance to be a good host and show them around. Do you know where the Mondstadt aristocrat is now? If I remember correctly, he headed north after the incident. It's a pity we're having all these issues. If we could get everything working normally again, I could probably locate him in an instant. Still, not to worry. There's nothing dangerous here. KW war auch da? Okay. Idia, you got an update for us? We've all caught up with each other. Very well. Then please allow me, Idia, your mascot, to explain exactly what's happened here. Basically, this entire domain is powered by a device called the Central Hub, which you all saw earlier. But following a major incident, several key components from the Central Hub came loose and went flying. 4 components, I believe, which has caused the Central Hub to stop turning. Oh, so that thing's supposed to spin? Yes, it definitely shouldn't be frozen still like it is now. At least, that's not how it was when I first got here. Oh, I've done such a terrible job of taking care of it, it's so embarrassing. Hey, everything's gonna be okay. So, we need to fix the big wheel up there. And to do that, we need to find the missing parts. Right. I do know where one of the parts is. It landed not too far away. But the rest all landed in different areas. I'm afraid you'll have to go and look for those. Now, as the caretaker and your mascot, I shall announce your respective adventure duties. You can just be yourself if you want. No need to force the whole role-playing thing. Oh, I see. Okay, so I was thinking that maybe Swordmaster Eula and Healer Kale could investigate the northern zone, if that's okay? Fine by me. I was going to be looking for my cousin there anyway. I'll be your backup, Eula. I know you usually team up with Amber, so I'll try my best to fill her shoes. Oh? Well, this'll be fun. Let's see if a forest ranger can outperform an outrider. Master Thief Kaya and Mage Klee, if you could earmark some time in your busy schedules to search the West Zone. Earmark? What does that mean? It just means we mustn't forget to do it. Don't worry. We can handle that. Finally, we have our General, Miss Sangonomiya, and our Knight, the Traveler. If there's no objections, please come with me to retrieve the first component. Wow, spoken like a true knight. Then, for my part, my strategic mind is at your service. All right, well, if anyone finds anything, come back here and we'll regroup. Please take care while you're out on the road and look after each other, especially our little mage here. You got it! I'll take extra special care of Kaya. I'll be on my best behavior. Okay, we'll leave it there for now. You two, please follow me. I remember seeing it just behind the Central Hub. Haben mich mit So, how come Tokomiya you didn't bring it zusammengesteckt. back when So, you so. first saw it?
I'd have been more than happy to, if this one component was enough to fix the whole domain. But with 3 other components to find, I suddenly felt overwhelmed by how much work needed doing. Paimon kinda gets that. Taking the first step is always the hardest part. Ja, nehmen wir den doch mal direkt mit, den Ball da. Zum Standort des ersten Bauteils. Okay. Oh. Das ist einfacher. Kleine Flasche, große Mirage. Oh. Hier drauf, oder was? Oh, guck mal. Hey, so Paimon's been meaning to ask, what brought you here, Kokomi? Oh, well, things have quieted down in Watatsumi Island for now. So I thought I'd take the chance to get out and see more of the world. You traveled a pretty long way. Why Sumeru? I figured that I needed to venture further than usual to really broaden my horizons. Well, that's one reason anyway. I can explain in more detail another time. Da muss ich wo anklicken. Ja! Ja! Alter. Wo zum F? Ach, warte, jetzt doch wieder weiter unten? Oh, hier geht's nicht lang. Ups. Up and away. Hä? Doch hier, okay. Eieiei. Okay, this is the spot. Now, I'm sure you're both wondering, but where's the component? There's nothing here. Oh, where could it be? Oh, it's that lamp thingy, right? Water Droplet showed us how that works already. Yes, that's the one. There goes my big introduction. Showing people the ropes is supposed to be my job. Oh, I can't believe I'm being shown up by a Hydro-Eidolon. Cheer up, Edea. The Hydro-Eidolon can give a basic demonstration of how to use things, but beyond that, it can't communicate. That's where you come in. Your descriptions can explain everything in full, vivid detail. Paimon forgot how persuasive Kokomi can be when she really wants to. Sometimes having a genius strategist around really comes in handy. Oh, well, if you put it that way. Well then, just pretend like you've never seen it before, and I'll tell you all about it. This is called the streaming projector. Everything here in the Valurium Mirage was made using this device. All you need to do is place an item in the projector, and you can construct a corresponding item based on the shape of the original and your imagination. At least, I think that's what it used to do. With the domain in its current state, only its most basic functions are still operable. Okay, not quite that basic. At the moment, it's only able to show two-dimensional objects. I call them preprints.
Think of it like a sort of draft or blueprint or something. So you're saying the component fell into the preprints? Yes, exactly. I'll leave you to go in and physically retrieve it. While I'll be out here rooting for you by doing a motivational dance. Really? No, sorry. I feel like I have 2 left feet when I try to dance. I guess I'll just find a place nearby to sit and wait patiently for you. Hey, come on! Cheer up! We'll handle everything from here! So, dann gehen wir mal hier rein. Ja, das funktioniert natürlich wieder so nicht. Das ist... Oh. Das ist natürlich jetzt nicht das schwierigste Rätsel, so... Ist das dein Ernst jetzt? Doesn't look like the component is in here. Möhre. Wow. Yes, that's the one! Now you just need to bring it back out. Uraltes Zahnrad. So, so. What is this thing anyway? Some kind of gear? Ja, das sieht aus wie ein Zahnrad, ja. And why is it so small? It doesn't look like it belongs in that huge wheel. It's hard to explain, but I assure you that it's definitely one of the components. So that leaves 3 more components missing. Every journey begins with a first step. I think we're off to a good start, and things should keep going smoothly from here. You really think so? I suppose you're right. She did manage to defeat Class A at the Onmyo Chamber, after all. You don't need to keep bringing that up. Anyway, thank you for all your help. I'll take this and start trying to repair the central hub. You two may as well head back to town. Oh, why am I so clumsy? Once again, I was no help at all. The least I can do is try and handle the actual repairs. What's wrong, Kokomi? I'm just a little confused. You mentioned that the water droplet showed you how to use the projector? Can you tell me a little bit more about that? I'm so curious to know what happened. Oh, sure! I see. Hey, look! The wheel is spinning now! Oh, and now it's stopped again! Well, that didn't last long. It also wasn't spinning at the right speed. Before the incident, it spun much faster than that. Oh, so you saw it back when it was still working? Yes,
I arrived here a little earlier than the rest of you, but the incident took place not long after I entered. Like Idea said, it felt like the world was flipped upside down. Well, I don't know how else to describe it, and I certainly don't want to experience it again. No, it's no use. Seems it won't run until all the missing components are returned. For a moment there, when it started turning, I got excited. I thought that maybe the hub can work just fine without the other three. Wishful thinking is only going to lead to disappointment, Idea. Let's stick to the plan. We'll get there. Hey, Mr. Honorary Knight and Miss General are here. Oh, and our mascot. You beat us! I was sure we were gonna be the first ones back. Hey, how'd it go? Impressive. I doubt you'd find many other knights of such caliber even among the Knights of Favonius. How about our master thief and mage? Did you find anything? You bet! We made a huge discovery. The place we were trying to get to was blocked off. We couldn't see anything past it, and there was no way around. But then, just now, a huge canyon appeared out of nowhere, so we hurried back here. It appeared just now? Come and see, Mr. Honorary Knight. Let's go on a canyon adventure. I'll sit this one out. I'm beat after trying to make those repairs. I need to take a break. Miss General, you should come too. You can hide behind me and give me smart advice while I protect you. Wonderful. It would be an honor to serve as advisor for our young mage. Let's go! Und da rennt sie wieder alleine los. Ach, Klee. Steige in den Express, aber denk an die Sicherheitsprozeduren. Okay. Wenn ich dahin schon unterwegs bin. Yes. Yes, Queen. Nice. What do we have here? Nope. Mhm. Ein Telebrot. Lecker, lecker. Just before the canyon appeared, I heard a faint sound, like something mechanical turning. Ka-chuck, ka-chuck, ka-chuck. Could it have been the central hub? That would mean this canyon appeared after it started spinning. Hey, you, oh. New guys, huh? Oh, hey! Paimon didn't realize anyone else besides Adia lived here. You actually saw her? She's barely shown her face since everything started falling apart here. Excuse me for asking, but who are you? Oh, right. I didn't introduce myself. I'm Ferdinand. Me and my brothers look after this whole zone. Well, we used to, until this whole domain was, like, flipped upside down, or whatever. The method we were using to make the carts and tracks stopped working after that. Idea is working on repairing the domain. We were just with her before coming here. Really? Huh. I assume that she'd be curled up in a fetal position somewhere, hoping all her problems will magically disappear on their own. Good for her.
Anyway, I checked all the stations around the whole circuit. They've all conked out. Conked out? How? Would you mind elaborating a little for us? But aren't you just travelers who stumbled upon this place by accident? Nuh-uh! I'm Mage Klee, Idia's helper. A mage? You? Allow me to explain. Okay, I gotcha. Well, right now the more helpers we got, the better, I guess. Anyway, our first priority is to get the carts here up and running again. Oh? And why is that? The roads here twist and turn so much that the best way to get around is by riding the rail tracks instead. Let me show you. This is what we used to make them. Did Idia bring you up to speed on these things? Yep. Basically, we need something that we can put inside that'll make a cart for us. Like what? Can it be anything as long as it looks like a cart? Yeah, you could put it that way. But one other thing is that it has to be compatible with the tracks. So, something like a sedan chair, maybe? But I'm not sure we have all the materials required to build one of those. How about you, Traveler? Any ideas? That would solve the issue of materials. Wood's no good. A rickety wooden cart would be too dangerous. Really? Hey everyone, come and see what Klee made. Ta-da! Look! I made a cart! Wow! Amazing work, Klee! Whoa! It fits the track like a glove, too. Plus, it's a heck of a lot cuter than the ones Idia made. I just wanted to give it a try, and suddenly, boom! There it was! Paimon's gotta ask, what exactly did you make your cart from, Klee? I used Jumpy Dumpty. Thought so. Is there a problem or something? If not, then let's get ready to leave. It's just... this cart is made from, It's a bomb or something, isn't it? Yeah, I gathered from your conversation that Jumpy Dumpty is a little more volatile than the cute name suggests. It's okay, though, because the end product only takes on the general look of the source material. So to be more specific, while different materials have different properties, most of them aren't transferred to, It's okay! No need to delve into the theoretical stuff. Paimon just wanted to make sure we aren't about to end up like the, flying fish of Starfell Lake. Huh? Can we ride the cart now? In a moment. We need a hydroidolin to power it up first. Okay, she's ready to roll. Hop in. Das sieht etwas zu professionell aus, als das Klee das gemacht haben könnte. Die Choo-Choo-Haltestellen des Choo-Choo-Express teilen sich in freigeschaltet und nicht freigeschaltet ein. Der Choo-Choo-Express kann nur an den freigeschalteten Stationen gerufen werden. Wow. Aldis und die kommen mit einem Namen wie Choo-Choo-Express um die Ecke. Wenn der Choo-Choo-Express das erste Mal eine nicht freigeschaltete Choo-Choo-Haltestelle erreicht, wird diese freigeschaltet. Sobald der Choo-Choo-Express eine bereits freigeschaltete Haltestelle passiert, hält er nicht an, sondern fährt direkt weiter. Jo. Oh nein, da war noch Q, E. Oh, nice. Ui. Choo-Choo Express. This cart is fast! Chugga 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 choo! Woo woo! Yeah! I'm gonna call it the Choo-Choo Cart! Ach so. Jetzt, okay, ja. Sicherheitsprozedur! The track is damaged up ahead. We need to make some repairs before we can go any further.
Yep, looks like it's all reverted to a preprint state here. Do you know why that happened? Everything in this domain starts as a preprint and only takes shape after being illuminated by the streaming projector. But the hydroidolin that forms the tracks here has been trapped in the print. So someone needs to go into the preprint and rescue the hydroidolin, right? But the projector here is sealed off by a giant bubble. That's the hydroidolin's way of protecting the device from damage. If the streaming projector broke, then we'd be seriously stuck. Aha! So for step 1, we need water droplet to help. Aw, it seems to really like that name. Any volunteers for step 2? Leave that to us. We know what to do. Freiwillige. Alter. Ach, ich bin schon wieder einfach reingegangen. Ja, das ist dumm. Man muss immer erst was bewegen, bevor... So the hydroidolin was locked up in that chest. Aw, it's completely empty. Ja. Yay! We saved 2 water droplets now. Whoa. Water droplet just transformed into some new tracks. Good. Let's keep going then. Gut, endlich sind die weg. Jetzt können wir weiter. Alles klar. Der Chuchu-Express benötigt die Kraft der Wassergeister, um fahren zu können. Die Fenster des Chuchu-Expresses beginnen zu leuchten, nachdem ein Wassergeist ihn gefahren ist. Aber das kannst du dir auch den Chuchu-Express besteigen. Aber dann kannst du... Die Fenster des Chuchu-Expresses hören auf zu leuchten, sobald der Wassergeist ihn verlassen hat. Ab dann kann der Chuchu-Express auch nicht mehr bestiegen werden. Okay. Ja, noch leuchtet ja hier alles, ne? Also dann... Chu fucking Chu. Hey, Ferdinand! You mentioned that you managed this place together with your brothers. Did you mean that your brothers are water droplets? No. The hydroidolins are like helpers here. As for my brothers, well... those two. You'll meet them soon enough. Yeah. Perfect score. Ooh, will we find any firework materials in here? Fahre weiter. Ja, du. Ah. Weiterfahren kann ich. Was? Was war das denn jetzt? Look! Klee can fly just like Paimon now. This is way more exciting than how Paimon usually flies. Was? Welche Taste soll das sein? Oh Mann, fuck. Leute. Was ist jetzt passiert? Okay, so kann ich aussteigen. Okay. Habe ich verstanden, war dumm, weiß ich selber. So.
Soll das Tab sein? Oder... Ich check's noch nicht so ganz. Das muss ich gleich erstmal prüfen jetzt. Dann steige ich einfach wieder sofort aus. Shenny weiß das nicht, was Shenny da gemacht hat. Also. Nach links rüber lenken einfach. Sorry, ich check's nicht. Helft mir. Was ist die richtige Taste? Ist es T? Also ich habe jetzt Alt gehalten oder einfach drauf geklickt. Aber das kann ja auch nicht richtig sein, oder? Da muss es doch eine Taste für geben. Muss mir doch nicht erzählen. Seems we've just about finished repairing the station and the connecting tracks. Let's go check the track switcher now. It's over there. So, okay. Dann komme ich an dich ran. Ah. Danke. Track Switcher. Okay. Wo zum vermaledeiten F? Hier einfach runterzuspringen war bestimmt wieder nicht der smarteste Move. Ah doch, guck mal. Ist tatsächlich unten. Holen wir erstmal den Telebrot. Yes. Was sagen? Nice. Oh, there's another spinny thing here. It's so big. But, not as big as the one we saw in the middle of this place. That one was huge. I bet it's something super important. I remember what Kaya said earlier. Very good, Klee. You're using what you saw earlier to make observations, like a real adventurer. It appears to be a system that rotates to switch tracks. That's right. Originally, all you had to do was flip this switch and the junction would rotate. But it seems Jeremy still hasn't fixed it yet. He sure talks big, but when it comes to actually getting things done... Is this Jeremy you mentioned one of your brothers? Yeah. When I talked to him about repairing the tracks, I suggested we start with the station, but he said we should start at the junction. Really, it made no difference which one we started with, but he just had to turn it into a huge argument. He always treats me like I'm a fool and disagrees with anything I say. Let's see what he has to say now that I've already fixed the tracks. If you ask me, you're clearly a sharp person, Ferdinand. Yes, finally someone who can recognize that, rather than just shrugging off my ideas. Come on, let's make our way to the junction and see what he's up to. I bet he's still fretting over what to do. Scheiß Jeremy. Wirklich. So ein Pleb. Oh mein Gott. Geil. Das hat sich ja gelohnt. Okay. Wo geht's hin? Egal. Einfach mal fahren. Okay.
Sometimes I can't help but get angry just thinking of Jeremy. You should have seen him back in the sandstorm. I suggested we go east, and he argued that we should go west. You were in a sandstorm? What happened after that? We separated and each went our own way. Lucky for us, we stumbled across this domain. Otherwise, I'm sure we would have been buried in the sand. Mir kommt gerade der blöde Gedanke, dass ich einfach nur links klicken müsste. Einfach nur Linksklick, aber Everything will get better once we get the switcher working again. Still stuck here just as I expected. Well, did you make any progress? Didn't I already tell you? Just have the hydroidolins fix the junction and then make a new cart. After that, we can use the junction to... Wait a minute, how did you get here? It took a lot of effort for me to climb all the way up here. The answer is standing right in front of you. Yeah, sure. Those travelers must have helped you. You never get anything done on your own. You always get someone else's help and then try to take the credit for yourself. You're one to talk. What have you managed to accomplish, huh? You were here just moping around all day. die sind ganz schön assi zueinander. Komisch. Whoa. They started arguing the moment they saw each other. But aren't they supposed to be brothers? Me? His brother? Hardly. All right, Jeremy. That's enough. Fine. I'd rather be focusing my efforts on fixing the track switch rather than arguing anyway. You should calm down too, Ferdinand. Let's all focus on the situation at hand. Any personal problems can be settled later. Fine. I'm sorry you had to see that. My name's Jeremy. I'm one of the people responsible for taking care of this area. I assume you're the ones who helped repair the tracks. Thank you very much. It means a lot. No need to thank us. We're just trying to help Idea restore the domain. I see. Now that you and Ferdinand brought the cart up here, we'll need the hydroidolins to fix the area below. Them again, huh? Seems the hydroidolins are really important around this place. Yes, of course. Not only do they keep the junction turning, they operate practically everything else in the domain too. All right. Seems most of the tracks and junctions have been repaired now. Yep. So maybe it's time you give credit where credit is due, What? You think you deserve the credit? If anything, we should be thanking these travelers. You... Well, either way, you're not the one getting any credit. You're always quick to criticize my ideas and push your own, but you never actually get anything done. And what about you? Don't forget it was Hado and I who took care of the mess that one time you impulsively tried one of your brilliant ideas. Speaking of Hado, wasn't he with you? I left early this morning. I assumed he'd be with you. Seriously? Couldn't you have at least looked to see where he was before you left? Hey, come on! You didn't see him either, so what's your excuse? Klee? I don't get it. Nobody did anything bad. Why are they arguing? I just don't like his smug attitude, that's all. Who are you calling smug? If anything, you're the one who's making such a big fuss right now. All right, I think we've heard enough from you two.
If you insist on bickering, then I'd suggest you go somewhere else. Otherwise, I'll just cool you two off myself. Fine. Now, come with me. I'd like to have a word with you. Phew. Don't be upset, Klee. There are many complicated situations in this world which don't always have a logical explanation. As a passing traveler here, it's not my place to comment on their disputes. But in my experience, family issues can be the toughest to resolve. Seems you don't like dealing with this kind of thing either, Kokomi. But it's still not right. I don't know how to explain my feelings. I'm sorry. We've calmed down. We shouldn't argue in front of a child like that. We're sorry, Klee. It's okay. Back to the topic at hand. Weren't you about to go look for your brother Hado? Ah, right. Our best guess is he's somewhere around the torrential twister. We would have to use the junction to send the cart to another area. Sorry to trouble you again, but would you help us find him? Oh, all right. Das sind ja zwei Streithähne, ey, krass. Hey, come on, you two. You're brothers after all. Can't you try to get along? Ich nehme an, ich muss hier mitfahren. Ich teste mal, ob es einfach Linksklick ist. Ja, tatsächlich. Wow. Wieso? Was hat mein Gehirn gemacht, dass das nicht geklappt hat in meinem Gehirn? Ich meine, das war so das Erste, was ich probiert habe. Dreh den Streckenwechselblume. Der Choo-Choo-Express verkehrt auf den großen Streckengelände. Vor dir zeigt die Farbe der Blumen und darunter das Ziel der aktuellen Strecke an. Auf den Holzschildern oder Haltestellen kannst du die Ziele der heutigen Karte Choo-Choo-Express überprüfen. Öffne die Karte in der Verteilung von Choo-Choo-Express, um den Mirage zu sehen. Ja, lass mal gucken. Okay, this is the end of this track segment. Otto should be nearby. Hm. That's fucking cool. Was hätte ich gern zu Hause? Okay. Oh, die kommen so ran, ne? Jetzt wird's ja richtig spaßig, ey. Der Choo-Choo-Express. Wer hätte es gedacht? Hast du keinen Saft mehr oder was ist hier los? Nice. Eine fette Truhe. Ooh, will we find any firework materials in here? Ah, I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister. It'll be good to see my design back in action again. You're in no condition to be out running around like this, Hado. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think things through. Exactly. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand?
together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Hey, that's between Jeremy and me. No need to add fuel to the fire, okay? I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Hey, Ferdinand? Oh, don't worry. We're not arguing, Klee. We're just, discussing some things. Are you and Jeremy worried about Hado? Hmm? Why don't you just talk to him about it? Kaya's also worried about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right, but our relationship is much better than these guys. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before. If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. As his brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. But my mommy told me that you help someone to make them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jeremy and I started arguing. Eventually, all three of us ended up in this domain. I'm just worried that something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you... I know, but this domain is nowhere near as dangerous as the desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, then you two wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his muscle, and you would... Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Klee, having the car zip along the tracks was my idea. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Hey, Klee, do you want to ride even more fun carts? Yay! Let's ride more! Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It can inspire and even help heal others. Hey everyone, please come with me. We need to get the Hydro-Eidolon in the cart to help us. Nächster Wassergeist, der geopfert wird. Und seine Seele wird als Dings benutzt, als Fuel. In die Richtung muss ich auf. Gut. Einfach mal weiterfahren. Oh, 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 ui! Ui.
Fand das ja schon vorher ziemlich hübsch, aber jetzt wird es immer hübscher. So. Fahrtrichtung ändern und... Torrential Twister is ready to run now. Let's go to the station at the start of the track. Ich nehme an, da komme ich jetzt hin. Hado and I have double-checked everything. It's all operating safely. You can go for a ride now. Hold on a sec. Before we say goodbye, I have something I'd like to give you all. It's a rock climbing rope. We used it on our adventures to climb mountains and traverse many places. Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are you sure you want to give it to us? Yes, of course. Please take it. Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You are a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Ein Kletterseil. So. Steige in den Choo-Choo Express. Kann ich mit euch noch irgendwie was... Thanks again. I have a feeling we'll get along much better now that we've learned to open up to each other. I suppose some things are simpler than they appear. The real problem all along was actually us. Ja, auf jeden Fall krasse Augen, die Dudes, ey. Be sure to come back and visit Torrential Twister again. I hope you enjoyed it. Hey, imagine if we could build our tracks all over the world. Traveling would be so much easier. Das stimmt. Oh, this is even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Ich hatte 4. Warum macht das so einen Scheiß fahren? Having the most fun. Hallo? Oh, geht mal schnell rüber. Ey. Der 100. zählt nicht. Warum zählten die jetzt nicht?
Warum zählen die nicht? Oh nein, irgendwas ist kaputt. Oh nein. Oh, what? Oh Mann, ey. Mein Internet ist weg. We've got nothing else to do. Why don't I tell you a story? Oh, Freunde. Okay, bin wieder drin. Müssen wir offensichtlich nochmal machen. Na gut. War ja ganz witzig. War nur lang. Oh, ärgerlich ist es ein bisschen. Ich habe mich eigentlich ganz gut geschlagen. Hier kann ich nichts machen. Even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Looks like Klee's having the most fun. Stopp, 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 stopp. Sehr gut. Yay. Jetzt hat das wohl gezählt. Boing. Ooh, let me open it. Nice. That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real mage now. Guess that sorta makes sense. Wait, but if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Nothing! Kaya's just a master thief. Don't you remember, Paimon? Oh, right. Guess it slipped Paimon's mind. Sorry to bother our young mage, but there's something a master thief would like to report. Do you still remember our mission? Uh-oh. I was having so much fun that I almost forgot. We're supposed to be helping Adia look for the missing components. But don't worry, I've already got one. You mean you snatched it when we weren't looking? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Let's head back and give it to Adia. Aw, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Adia is really important. That's our wise mage. Don't worry. Tonight, you'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her lip was trembling while she was speaking. Maybe we should have a rest for a while. I thought I was keeping my composure pretty well. Don't worry, my mind is always spinning. I'm used to this. We should head back to Adia.
How about we hold hands, Miss General? Klee will give you energy. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. I must have been seeing things from riding the cart. What are you smiling about, Kokomi? Nothing. Nothing at all. Alles sehr verdächtig. Teleporten wir jetzt zurück? Ja, komm. 2 Stunden geht das schon. Welcome back! Well, any good news? Oh, don't tell me! You've taken care of all the problems and now I don't have to do anything? Yeah, we even rode the choo-choo cart. Do you want to come ride too? But maybe you'll have to wait till tomorrow. I'm a little tired now. Seems she had a little too much fun and now she's about to crash. I think it's time for a rest. Good idea. I think we could all use some downtime. Thanks for giving me some energy, Klee. Then we'll see you later. Bye, Mr. Honorary Knight. Bye, everyone. Well, it sounds like our young mage enjoyed herself. I'm so happy that she had a good time. So, back to the missing component. Did you bring it? You bet! Kaya said that the missing component was this orange climbing rope. Ah, it just occurred to me that you probably ran into the 3 brothers while you were in the canyon. If I remember correctly, the 2 eldest brothers were taking their sickly younger brother on adventures when they ran into a sandstorm and ended up here. They were all arguing with one another when they first arrived, but it wasn't long before they broke down and were huddled together in tears. They sure must have a lot of energy to keep up their bickering and adventuring every day. I'm a little worried about them, yet quite envious of all that energy. You almost sound as if you're reminiscing about old friends, Edea. Yes, I've known them for quite some time after all, but I seldom go to that area. You can hold on to the rope for now, Traveler. I have no use for it until we have the other components. By the way, Eula and Kale have also returned, but I'm afraid they weren't able to make much headway. They mentioned that they would like to head to the jungle north of here, once you have all rested up. Now that I've told you everything, I'll go rest. I'll go and check on the situation in the remaining 2 areas. Do you need me to accompany you? Oh, no, it's all right. You've already accomplished a lot today. You should rest up. So hört man mich vielleicht auch, wenn ich rede.
So, dann mache ich jetzt noch eben den hier und dann... Oder habe ich einen vergessen? Fuck. Up, up and away. Ja. So. Da wollte einer nicht so, wie ich wollte. 8 bis 12 Uhr. Okay. Ooh, will we find any firework materials in here? Who would have known I'd find myself in such a mess? Oh, after all that talk with Alice about letting her daughter visit too. But just as the general said, if we can restore the domain, then... Okay. Die badet immer noch in Selbstmitleid. Ist okay. 8. Hey, Kale and Eula! Oh, Adia is here too! Hey, it's the Traveler in Paimon. How are you? Did you rest well? Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Adia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like... yeah, like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone! I'll be rooting for you! Hold on. I said we, didn't I? No need to say goodbye, because you're coming too. Huh? But wait, I'm just the mascot! You can't back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Adia is the only person who could help. Yes, Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spontamod scholar. A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. Große Krise im Paradies der Mirage. Bisher habe ich... Ah doch, ich habe schon ein bisschen was vom Gebiet. Das hier fehlt noch. Das rechte. Okay. Na, diese Traumwelten. So. Du weißt, wovon wir reden. Okay, wie kommt man denn da hoch? Oh. So. Wäre ich jetzt Link, wäre das ganz einfach, aber... Up, up and away. Aha. Aha. Kannst du mir helfen? Ah. Tatsache. Nur die richtige Taste finden. Mhm.
Venti. Wo ist denn der gute Venti? Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Didn't keep you waiting, did I? Hä? Brace yourselves. Ah. Das war jetzt aber ein bisschen... Zack. Ein bisschen merkwürdig. Sind das auch Wassergeister? Weil mit den Viechern habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen. Here we go. Here we go. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, was ich hier wollte. Muss ich erst die Herausforderung machen, scheiße. Wouldn't gliding be Yes. faster? Thank Barbados. Wait. Thank Barbados. Wait a minute. Ich komme, Questline. Oh. Na toll. Danke. Hätte ich auch gleich durchlaufen können. Fuck. Gibt es denn schon neue Blumen oder sowas von Fontaine oder so? Das wäre ganz cool. Das war immer so ein Teaser. Ja, der Sommernacht erhält. Aha. Geh weiter. Aber das sieht doch voll interessant aus. Nimm dir die Prachtfarbenlinse des Glanzlichtwerfers, um dem Licht seine Farbe zu verleihen. Sobald das Licht in korrekter Farbe auf den Glanzjuwel trifft, wird das Juwel aktiviert, wodurch Schatztruhen entsperrt und Vorrichtungen in Gang gesetzt werden. Aha. Das teste ich doch gleich mal aus. Ah, guck mal. So simpel, ja? Let me open it. Okay. Das Ding sieht irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber... Weizen! Weed! Think you can get away? Treasure hunting. A valiant endeavor. Ja, der gute alte Venti. Der Maßgrip ist einfach mega nice. Oh. Telebrot ist ein gutes Brot. Oh. 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 Ja, die verraten. Was habt ihr jetzt vor? Oh, und die haben ihn verraten. Jetzt ist er auch sauer. Witzig. Let me open it. Jetzt hassen sich alle. Nice.
Wenn du eine Prachtfarbenlinse in den Lichtkegel des Glanzleuchters presst, bringst du dessen Farbe von sich aus des Lichtleuchters unterscheidet, dann wird die Linse durch das andersfarbige Licht geschmolzen. Was? Wenn du eine Prachtfarbenlinse in den Lichtkegel des Glanzlichtwerfers bringst, deren Farbe sich von der Lichtwerfer... Ach so, dann wird die Linse durch das andersfarbige Licht geschmolzen. Okay, ich darf also nicht da vorher lang laufen, richtig? Also sowas hier, das darf ich nicht machen. Okay, verstehe. You know what? I unterstand. Ach, da steht sie ja. Finally, someone has arrived. Sorry to keep you waiting, Maimuna. We've brought Adia with us. Thank you, Kale. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Haben die alle so krasse You Augen? shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. You want to see me cry? Fine. I'll stop crying right here. No, please don't. All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? Ich bin schön. And Paimon is Paimon! They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maimuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. For the sake of time. Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit anfangen, ne? Denn wir 2 Stunden lang rumgepimmelt haben. So. Wow! Look at that huge tent! Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Huh? What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Oh, the crystal light. Mm-hmm. I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the Hydro-Eidolons were trapped inside. Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. Wait, he offered to help you? Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent, and then... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here! What happened? And that's it.
He became trapped inside along with the Hydro-Eidolons. Oh no! We have to do something! We can't just leave him there, Maimuna! I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. This way, please. Da rein. Okay. Zelt betreten. Ist das jetzt auch riesig von innen, oder was? There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or when people are staring at me. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wow. Hila is so passionate about this that she's practically glowing now. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. Ja, das hat den Vorhang so an sich, oder nicht? Oh, ach du Scheiße, was soll das? Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Da sitzt keine Prachtfarbenlinse. Okay. Oh. Oh. It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. Ja.
knack. Crush! Rah. Beg for mercy. So, so. Ihr wollt es also, hm? More speed. Dann kriegt es ja auch. That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maymuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. Oh, yes. Back to the situation at hand. We should probably head into the passage. Hello? Is anyone here? If you can hear me, please help! Lessig Lawrence? Who are you? Who has the audacity to utter my full name? You sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Huh. Have you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. I don't think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline, after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula, and one for Lessig. What is this? Candy? Thanks. Oh, the smell! It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days, and asked me several times regarding how to find you. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Oh, sure. I still have more. Sorry,
I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Why are you all looking at me? Oh, nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. Ah, there's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. Weiter geht's. Weiß zwar nicht, warum ich mit Jula und Collet spiele, aber okay. Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Der anderen Seite ist noch. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People change, and people can always make different choices. The colored pieces of the bolt have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Is it me, or do I smell something sweet here? Oh, look! There's a water droplet over there! Ah, a hydroidolin. It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. Yay. Oh. Okay. Jetzt kann ich dich nicht mehr bewegen. Wie, du schmilzt nicht? Ach so, weil das dieselbe Farbe ist. Okay. Gehen wir da nochmal rein. Ach du Scheiße. Hey. Hier ist der Ausgang. Suche ich den Ausgang? Ich glaube noch nicht. Oder? Na doch, okay. Scheint nicht mehr zu sein. Warum, das habe ich? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh, okay. Ja, und die Linse habe ich noch. Sehr gut. Mhm. Wow! And Paimon thought it looked big from the outside! This place is massive! It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? Oh, another path has appeared! This should be the last level! Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance.
Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. Yeah! Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Huh. That's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh? What are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Danke für diese wunderschöne Backstory. Wow. Also, erstmal drehen. Verfahren wir genau wie gerade. Erstmal drehen. Ja, das wird schwierig. Bringt auch nichts. Oh. Ups. Das Ding in der Mitte habe ich gar nicht gesehen. So, okay. If we're going to raise the crystal light, then we need to open the top of the tent. Ja, ich bin dabei. So.
wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. I'm pretty good at taking care of people. Seems I've found another good thing about myself. I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. The shadow just now. It's... Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did everything go well for you all? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula, they're at least 40 times more reliable than you ever were. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? Ah, that's right. I remember meeting Eula, and then... my head. Oh, you're awake now. Don't worry, that's just a side effect of your treatment, Lessig. I'm afraid I still feel a little disoriented. Lessig Lawrence. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of heart. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes. I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. But it was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had to live in the wild. But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, people can always make different choices, and it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? They'll probably try to tear me limb from limb.
But what about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. And it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Are you all done talking now? Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. Oh, ist das ein Teil für... Oh. Oh, it's one of the missing components! Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. All right, I admit it. I forgot about it. Okay, we'll let the Traveler hold on to it for now. Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have we seen one of these before? Shh! Now's not the time to brag about being a hero! Ah, right! I also bought a similar box at the last festival. Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. But now that the tent has been repaired, we no longer need it. Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. Ah, so when it comes down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only 1 more to go. I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. Vertraute Bonbonschachtel. So. Na, hier werden wir noch später zurückkommen. Hey, Kokomi! You're already here! Oh, you're back. I trust your adventures to the forest went smoothly? Yep, you could say that. How about you? Up to anything today? Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsumi Island, I shouldn't actually be here now. The truth is that a relic known as the Shinro Casket was lost from Watatsumi Island long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. This is what led me to find the relic's whereabouts. I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light novels is not the best of practices, and that I should try to get out more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. It really is a beautiful nation. I even stayed in the rainforest for several days. I was surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. Though I feel that Itia was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. Now that you mention it, a lot did happen today. I see. When you found Lessig, did you also happen to find any clues related to this domain? I
I'm afraid that he was caught up in his thoughts and didn't pay attention to his surroundings. Actually, before the world was flipped upside down, this domain didn't look anything like this. Hey everyone! Oh, I hope we're not interrupting your conversation. It's alright. You two did a lot today. Care to join me for a cup of tea? Sure! That would be perfect! Eula and I just made some snacks. Turns out Edea has a cooking stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? Oh, so did you make us some moon pies? No, I made something called storm crust pie. You should try one, traveler. And I made some pita pockets. You can try some, Kokomi. It should taste great with tea. Sorry, I should call you General. Oh, I would be happy to try some. By the way, Eula, how's your cousin doing now? Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. Na, guck mal. Haben wir das jetzt freigespielt, ja? Sehr schön. Turbulente Wasserschlacht. Kicherfuchspatrouille. Entfesselte Sohlen. Und Bing Bang Zwitscherball. Alter. Sind hier aber hart auf UI eingegangen, wa? Alter. Wahnsinn. Das sind die Attraktionen. Okay. Cool. Was haben wir noch? Ist der Fink nicht total niedrig? Krokodile, Kanonen, Wasserschlag. Kriegstansage, Mode und Eleganz. Und ja, okay. Eine sommerliche Begegnung. Ah, guck mal, da, die dritte fehlt noch. Reiseführer des Paradieses. Vorgefertigtes Gemälde. Streckenregelung. Okay. So, da waren noch zwei übrig. Okay. Komm, schnapp sie dir. So haben, die Gutscheine. Okay. Hier kommt das zu Trage. Figurenkleidung. Für Kaya. Okay. Dafür braucht man auch nur diese Gutscheine. Okay. Ja gut. Die kriegt man ja durch quasi alles. Und hier gibt es dann noch was? Sondiert? Nach sämtlichen glücklichen Gutscheinen. Okay. Naja gut, das kriegt man ja dann quasi automatisch. Okay. Ich habe hier anscheinend irgendwas. Achso, 30 Gutscheine. Yeah. Okay, und die kann ich... Faszinierende Phenokristalle. Das weiß ich jetzt noch nicht, was das ist. Oder ich habe nicht aufgepasst. Auch gut möglich. Aber es ist nicht sowas wie mit Muscheln, glaube ich. So. Steht das hier, wo ich die herkriege? Faszinierende Phenokristalle. 1500. Okay. Kriegt man die hierfür, oder? Das sind erstmal nur Aufträge. Na gut. Okay.
Ja, dann wollen wir mal. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt zuerst machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest weiter. Dann haben wir das hier schon mal fertig. Reiseführer. Achso, ja, das ist das. Okay. Das wäre Bauhaustheater. Okay, darüber. Jo, das machen wir. Hier muss ich wohl ein bisschen klettern. Oder? Oh ja. Nee, das Ziel zeigt sich weiter unten. Ach so, ich bin. Ah, okay, weil ich auch oben teleportiert bin. Okay. Dann muss ich nach unten runter. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Up, up and away. Weiter geht's. Really? You do that? Oh, but that's too much. I can't. No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh, sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Yes, I'll do my best. No need to worry. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. No, maybe that's just the heat of the oven. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work.
Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. And there she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. Träume der ersten Begegnungen. Okay, Teil 3. Na gut. Also, das sinniger dahin zu porten? Kann ich nicht. Okay. Then fuck me, I guess. Bro. Come on, Bro. Sitzt hier rum, bewachst deine Scheißtruhe, reibst an meiner Lampe, lachst mich aus. Ooh, let me open it. Gucken, ob der mich auch dahin führt, wo ich hin will. Nö. Stabilize! Brace yourselves. Think you can get away? Fire hazard! Gott, was ist das denn für eine weite Strecke? Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich glaube, ich habe noch keinen vergessen. I think. Hm. Wirklich? Ne, da ist er. Solidify! Wow. Das war anstrengender als gedacht. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich habe doch nichts zum Upgraden, Leute. Ich bin doch nur ein armer kleiner Dingens. Ach, ich hasse das, ey. Ich glaube, die wollen, dass man aufhört zu spielen, ey. Keine Ahnung. Geht mir das alles auf den Sack hier mit der ewigen Platzscheiße. Ja, da ist ja viel. LP. Keine Ahnung, ich muss irgendwas nehmen. Damit ich wieder ein bisschen Platz frei kriege. Jo. Immer noch im blauen Bereich. Dass ich da immer OK drücken muss, ne? Und nicht einfach... Na, Mann, ey. Oh, das geht mit dem Controller schneller. Es reicht ja hier nicht, dass ich irgendwo hinklicke, um das zu bestätigen. Nein, ich muss auf OK klicken. Alles Dinge, die mich nerven und die nie gefixt werden. Nein, ich will keine doppelten EP, wollte ich gerade sagen.
So. Also. Wo haben wir es denn? Okay. Irgendwo in die Richtung. Gucken, ob ich hier auch in die richtige Richtung fliege. Für, ja. Einfach dem Weg folgen, dann müsste irgendwann der Teleporter kommen. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen auf der Strecke lassen erstmal. Tja. Nicht wirklich was zum Reisen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Und da kann man hier so wundervoll hüpfend durch die Gegend gehen. We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. Ah, no details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idea must be way busier. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Es könnte dieselbe Stimme wie von Yoimiya sein, ne? Die von Idea. Ah ja, da muss ich hin. Oh, da wäre auch eine Bahn gewesen. Ach. The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. I believe it's that way. Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? Ich habe da so meine Theorien, warum du daran nicht gedacht hast. Aber die behalte ich jetzt mal für mich. So. Jetzt fahren wir nochmal Choo-Choo Express. Choo-fucking-Choo. Kamera fixt. Hm. Was ist mit euch hier los? Lesen. Die Wassergeister wollen mit dir Verstecken spielen. Echt jetzt? Hab ich dich. Ach, was? Jetzt bin ich aus dem Bereich rausgelaufen? Ach, du willst mich doch verarschen. Wow. Woher soll ich wissen, wie groß dieser Bereich ist?
Da, wo die Blasen rauskommen, ha? Hm. Ooh, let me open it. When you open it. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Hallo? Der hat bestimmt auch so eisblaue Augen. Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idea! How's that for a dramatic entrance? This is a surprise. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idea. Whoa! And he's off to write the script! Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there, and now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. Well, is everything clear? Director?
Dr. Zosimos? How do you pronounce this word? Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Sounds good to me. Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes, and really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, so I'll leave you to it. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Eine Leiter. Machst du das auf hier? What do we have here? Hier ist keine Blubberblase. Hier zum Theater in der Mitte. Okay. Hier ist irgendwie eine Quest. Sehen sehr verdächtig aus hier, die Kisten. Aber gut. Ich will ja mal nicht so sein. So. Schicksal, Wandern, grandiose Vorführung. Ach nee, ja, jetzt nicht. Wollte mich schon wieder verleiten lassen, aber der komische Lautsprecher verbreiten irgendwelche Nachrichten. Lautsprecher? Das Ding hier? Welche Lautsprecher? Na komm, kümmern wir uns erstmal um die Quest dahin, bevor ich hier alles erkunde. Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, stage design, I do it all. Sounds like a lot of work. Edea wouldn't be able to handle that kind of job. Edea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience.
though she often criticizes my shows. Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? No problem. We'll find it. Natürlich, ich mache schon deine Drecksarbeit. So. Wo genau? Geht zur Dachkammer. Wie genau gehe ich da hin? Da! Dich habe ich gesucht. So, ich wusste doch, dass da irgendwo ein Ankerpunkt sein muss. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Anscheinend da oben. Oh, Rummel. sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. Ich gehe und have a look. Grummel. Wow, this is a lot of scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus it looks pretty new. This must be the master script. Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script! Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. We may just have to wing it. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown.
Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. Ah, so that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. The reason is, Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself. Just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. The show can begin. Ooh. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. As the bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Alles klar. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs, but he was determined to press onward. I've come this far,
and I'm not about to turn back now. The dagger bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. A bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. Wow, was ein Rätsel, Mann. Ich flipp ab. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help! Traveler, catch! It's a Jumpy Dumpty! The girl's heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty, who was passing by, helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. Coming! She
She was an extraordinary mage, with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy. But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Whoa, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. Then I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then? The bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the dagger bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the dagger bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. And we're done! Seems the show went pretty well. Mr. Honorary Knight! Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage! Wow, great costume, Glee! As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat! Wirklich niedlich. Nicht schlecht. Glee loves it! Thanks, Mr. Zosimos! Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Adia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing! And it sounds like Adia did a great job too! It was nothing really. Just
just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Idia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Miss Idia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. You think so? I thought I was letting him off lightly. Idia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Okay, in that case, Paimon did have one other complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kinda jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your component, as promised. Ein Lampenschirm? It's the bottle from the
show! The one that lit up when I blew into it. That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something for you. She says it'll be a dream come true. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I'd have to disagree, though. I have never thought of Idia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Wow! Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's perfect. Idia, I'm... Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Als Zosimos das erste Mal sieht, wie sein eigenes Stück aufgeführt wird, bedeckt er sein Gesicht mit seinen Händen. Man hört ein leises Schniefen, seine Augen scheinen feucht zu sein vor Freude über seinen wahr gewordenen Traum. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idia. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Veluria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. It seems only fair. Yay! Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. Das war's schon. Okay. Zum Kern der Magie. Da. Ups. Das ist ja wirklich ziemlich nah am Anfang. Schauen wir mal. Nicht mich umlaufen.
Ah, okay. Hier also hin. Na gut. Kern der Mirage. Oh, Eula and Kale! You got back before us! Yes. Idia had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lissig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain! Isn't this where we first met Water Droplet? Correct! The core of the Valerian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's incredible! So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly! Well done! You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step! Yay! Suddenly Paimon's really excited. The hub consists of these components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it looks like. Oh, don't worry about it. Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. Should be fine. I think. Sometimes you have no standards whatsoever. Kann ich mit denen noch reden? I guess it'll be time for us to leave once this is fixed. Something that spins. Would a water wheel count? Wait, this is so seamless. Try sticking it in somewhere where there's a gap. And maybe on the right. Ich höre mir nur kurz die Speeches an. What's making that shadow? Is it the rope? I feel like the rope should go from one part to another to connect them together. Ja, die scheinen nur Tipps zu geben, oder? It's like doing a jigsaw puzzle. Was sagst du dazu? If I remember correctly, I think there's supposed to be a small cog on the right-hand side. So maybe that's the candy box. Ach so, warte mal. Ich weiß noch nicht, wie das muss, weil ich habe überhaupt nicht zugehört bei dem, was die gerade gelabert haben. Was genau versuche ich hier denn zu bauen? Okay. Also machen wir ganz oben mal das Seil. Ah. Und nein! Das war richtig. Das Seil. In der Mitte das Ding. Und unten das Lampenteil. Ah ja, okay. We did it! But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh?
us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea. In her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Klean on this, but Paimon isn't? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydro-eidolons can change into any form, why not human form? You hit the nail on the head. All right, in that case, please allow me to introduce myself once more. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Idea. Wow, Idea! You're so pretty! Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on, I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these Hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here, so I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this Mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this Fantasyland. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Idea, our magical mascot. Please work! Huh? Huh?
it lost some power because of the incident? Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this was going to be my big moment. Someone get me a bottle. I'm hiding myself away. See you in 100 years. You're already in a bottle. What now? This was the only way. Now I'll never be able to show you how the Valurian Mirage is supposed to look. Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here. Is this it? Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moun Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valurian Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary confinement room. I understand now, too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow! I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valurian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valurian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams.
divine power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! Yay! Dia, you're back to normal. Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Dia? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Mr. Honorary Knight. Are we sure about this? It's so high. What happens if we fall off? Well, yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Wie komme ich denn da hoch? Das war eine schöne Cutscene. Ah ja, da. Stimmt, da bin ich ja schon zweimal hochgerannt, ohne dass ich dahin musste. Aber diesmal muss ich dahin. Oh ja, die nehmen wir natürlich erstmal mit. Oh, will we find any firework materials in here? Up and away. Da kommt noch eine. Gucken, ob ich die erwische. Oh.
Der Flugpavillon. Wow! So high! I can see everything! Idea, next time you need to bring Kaya and the others up here. Sure thing. Ja, die Frage ist natürlich... Oh. Was war das Event? Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Idea? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. That's beautiful. Yeah, I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. It feels like I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. Really? I just think that every dream, every wish is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. That's all it takes. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idea the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'll gobble you up in one mouthful! Oh. I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. Yep, I want to get everyone together for one last ride on the choo-choo cart. Und fertig. Ach ja. Ist das nicht schön? So, das war dann wohl erstmal die letzte Quest. Hier muss ich jetzt gucken. Glückliche Gutscheine. Die bekommt man einfach, wenn man hier erkundet. Das sollte auch kein Problem sein, die Welt zu erkunden. Das macht auch Spaß. Aber wir haben hier noch Attraktionen. Und da will ich natürlich nicht... Als du und Paimon euch auf eine gefährliche Gegend verirrt, aber entdeckt einen speziellen Ingenieur, der an einem Gerät bastelt, das ziemlich bemerkenswert scheint. Ich gucke mal, ob es hier mit was auf sich hat. Beziehungsweise wie lang diese Aufträge sind oder ob man direkt spielen darf. Das finde ich aber ein bisschen ärgerlich, wenn man sich freut, man darf endlich irgendwas spielen und dann muss man ewig lange eine Quest noch vorher machen. Aber wir gucken mal. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde der mit mir reden. So. Was für eine Überraschung. Statt einfach zu gehen... Oh.
Tut mir leid, diese Attraktion ist noch nicht ganz fertig, deshalb muss ich auch noch ein bisschen warten. Wird ein paar Minuten dauern, ich mache noch die letzten Anpassungen. Was hast du vor? Wir haben da ein gefährliches Wort gehört, die Wasserkanone. Schau mal nur, wie groß das Ding da drüben. Okay. Allein die Form ist schon einschüchternd. Und was willst du hier machen? Wir können nicht einfach zurücklehnen und nichts tun. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin Chatillon, der Verantwortliche für die Attraktion Turbulente Wasserschlacht. Ich muss mich mal eben räuspern. Sorry. Die turbulente Wasserschlacht wurde bereits von Fräulein Idia genehmigt. Ihr müsst also keine Sorgen um die Sicherheit machen. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich habe hier das Fräulein Idia unterzeichnete Dokument. Der verdächtige Ingenieur Chatillon hat eine entsprechende Bescheinigung gefunden, die alle förmlich und sorglich formuliert sind und jeweils mit Idias Handschrift unterzeichnet sind. Die Ränder enthalten sogar ein paar Bemerkungen und Glückwünsche von Idia zu ihrem unnachahmlichen Stil. Das ist von Idia Obduktion, das war mal ein Schreck. Was hat es also mit der Wasserkanone auf sich? Nur eine einfache Analogie, der vollständige Name des Vergnügungsapparats ist so lang, dass der Besucher es aufgrund seines Aussehens sicherlich einfach als Wasserkanone bezeichnen würde. Allerdings sind von diesem Apparat abgeschlossene Wasserbomben harmlos. Wenn sie ihr Ziel treffen, werden Besucher in der Nähe durch das spritzende Wasser höchstens etwas nass. Manche Leute lieben das Gefühl von Wasser benetzt zu werden, andere hassen es, dass ihre nasse Kleidung am Körper klebt, und natürlich möchte ich nicht die schlechte Erfahrung machen. Deshalb würde ich auch gerne einige Warnschilder in der Nähe aufstellen, wenn möglich. Du bist sehr unsichtig, das ergibt durchaus Sinn. Ich bin etwas neugierig. Der Name lautet schwere, maritime, krokodilförmige, wirbelaggregationsprinzipielle Vergnügungswasserkanone. Es ist eine akkurate Kombination von sowohl Prinzip als auch Form. Wirbelaggregationsprinzipielle Vergnügungswasserkanone, okay. Echt lang. Paimon kann sich weder erinnern, noch hat Paimon das verstanden. Aber verkürzt auf Wasserkanone scheint es ein wenig Schwung zu fehlen. Paimon wird es die Kokokanone umbenennen. Eine solche Alliteration. Ist perfekt. Leicht zu merken und simuliert das Geräusch von vorbeifliegenden Granaten während der Seeschlacht. Gefällt mir. Achtung, Kokokanone. Kokokanone Feuer. Ist das dein Ernst? Insgesamt denke ich, dass wir uns gut verstehen. Bei dieser Attraktion werdet ihr bestimmt einen Spaß haben. Wieso werdet ihr zwar nicht die ersten Kunden der turbulenten Wasserschlacht? Das Prinzip des Spiels ist einfach: richtet die Krokokanone aus und trefft die verschiedenen Ballonziele, um Punkte zu erhalten. Wenn ihr eine hohe Punktzahl erreicht, erhaltet ihr tolle Belohnungen. Ja, es wird mal aussehen, wie die Krokokanone zu bedienen ist. Na gut, ich bin dabei. Perfekt. Ich mache jetzt noch die letzten Anpassungen und dann könnt ihr gleich loslegen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Okay. Let's do this. Eine Attraktion, die ihre Inspiration anscheinend von der Stachelkrokodil hat, dient einzigen Vergnügungen und verschießt absolut sichere Hydromunition. Wenn eine Wasserkanone abgefeuert wird, verbraucht sie eine bestimmte Menge an Munition. Sobald sie leer geschossen ist, dauert es nur eine gewisse Zeit, bis sie automatisch nachgeladen wurde. Du kannst sie aber auch zum richtigen Zeitpunkt manuell nachladen. Die Empfindlichkeit der Wasserkanone kann in den Einstellungen unter Steuerung, horizontale und vertikale Kameraempfindlichkeit, Modus für gezielte Schüsse eingestellt werden. Okay, alles klar. Diese Attraktion bietet eine große Auswahl an Zielbällen, den Nina Normalball, der die geringste Übermacht in Chaos überall, der geringen Übermacht, oh Gott, was? Den Chaos überall Ball, den ich nehme euch alle mit Ball, okay. Der Super Duper Feuerball, den mächtigen Gegnerball und den Lad mal nach Ball. Unter Details zum Level kannst du auch, okay. Trifft mehrmals hintereinander innerhalb von einer bestimmten Zeit die Zielbälle, so entsteht eine Trefferserie. Diese aufrechtzuerhalten ist der Schlüssel zur hohen Punktzahl. Okay. Let's fucking go. Auf geht's. So. Schnelles Zielen, ja, das kann ich ja super. Vor allem hiermit. Nach der Zerstörung von Nina Normalbällen und Bällen der geringen Übermacht erhältst du Punkte. Nach der Zerstörung des Ich nehme euch alle mit Balls kommt es zu einer Explosion. Als sie mir in der Nähe schon okay. Nach der Zerstörung des Chaos überall Balls wird dir eine bestimmte Menge an Punkten abgezogen und deine aktuelle Combo beendet. Oh, also lila nicht treffen, okay. Zerstöre Super Duper Feuerbälle, um in den Zustand Super Duper Feuer einzutreten. In diesem erhalten die Kokokanone erfolgen der unbegrenzte Munition für eine bestimmte Zeit. Ah, okay. Trifft der abgefeuerte Munition auf den Ziel und verursacht Schaden in einem noch größeren Flächenbereich. Triffst du den Chaos überall bei, haben die Modus-Effekte keinen Einfluss auf dich. Okay.
Ein Zielball. Okay, ich gucke mir das einfach mal an. Wird schon laufen. Nee, ihr seid böse. Oh. Muss wirklich schnell sein. Uiuiuiui. Da habe ich aber nicht alle erwischt. Aber Gold. Hey. Nice. Gold. Klingt doch gut, oder? Gibt's hier Platin? Scheiße, keine Ahnung. Wie wär's denn mal, Genshin Impact, wenn du es hinkriegen würdest, nach vielen Jahren einfach einen Zurück zur Streckenauswahl-Knopf einzufügen? Da müsste man nicht immer wieder raus und den Dulli ansprechen. Okay. Ach, man kann das mehr Spieler? Reiche 6000 Punkte. Ah, ist ja easy. Einzelspieler. Doch irgendein Schweinball. Der mächtige Gegnerball ist aus einem ganz speziellen Material gefertigt, welches extrem widerstandsfähig ist. Bedarf mehrerer Treffer, um ihn zu zerstören. Jedes Mal, wenn du diesen Ball triffst, erhältst du eine kleine Menge an Punkten. Zerstöre ihn und dich erwartet ein wahrer Punkteregen. Okay. I do this. Nein! Ich muss ihn unbedingt noch treffen, ne? Scheiße. Wie doll hat der... Oh, 24.000. Wie doll hat der Malus-Ball reingehauen, wäre jetzt meine Frage gewesen. Hätte ich dann Platin gehabt? Wer weiß. Ah, da muss denn noch einer... Aber das ist natürlich schon viel besser gewesen als vorher. Aber war auch etwas einfacher. Konnte die ganze Zeit die Explosionsbälle abschießen. Easy. Ja, das macht tatsächlich Spaß. Nina und ich nehme euch alle mit Ball. Okay. Wird mir bestimmt jetzt erklärt.
Zielbälle, die den Befehl zur Selbstexplosion erhalten, zerstören sich nach einer gewissen Zeit selbst und werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Okay, ja, das weiß ich doch. Wie, frage ich mich, wie sollen Dings das machen? Keine Ahnung. Treffe ich da aus Versehen ein? Ups. Keine Ahnung. Ob ich da den Malusball treffe oder nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Glaube nicht. Hoffe nicht. Oh. Oh, anscheinend habe ich da doch viele Malusbälle getroffen. Mit dem fetten Schuss. Darf ich anscheinend nur einen rausholen. Das ist ja merkwürdig. Egal. Oder bei der Auswahl gibt es einfach nicht so viel. Das kann natürlich auch sein. So. Dann nochmal. Keine Erklärung diesmal. Okay. Müsst halt schon auch schneller nachwachsen hier, ne? Oh, fuck. Ups. Naja, das war ein guter Kombo. Okay. Aber nicht so gut wie der vorhin. Ey. Ja, war ich im Malus bei... Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es gar nicht. Also mein Kombo wurde auf jeden Fall nicht beendet. 290? Nee. 500 Bälle? Ah! Läuft doch. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch die Belohnungen einheimsen. Oh, da, guck mal, da kriege ich die Dingsperlen her. So. Oh. Von den Attraktionen bekomme ich die. Okay. So. Witziges Spiel, das war ganz cool. So, dann Kicherfuchs-Patrouille. Schauen wir mal. Wo haben wir das denn? Dort.
Portion frittierte Rettichbällchen und ein Steak auf eine Media. Ich will mich wieder geboren. Nicht schlecht gekocht, leider war die Qualität der Zutaten der Gewürze nicht die beste, was zu einer trockenen Textur der Speise führte. Sei bloß nicht so wählerisch, in der Lage solltest du essen, was du kriegen kannst. Falsch. Je härter das Leben ist, desto mehr muss man sich ein luxuriöses Leben vorstellen, damit man sich zum Kämpfen motivieren kann. Und je mehr es an Geld fehlt, desto mehr muss man Wege finden, sich mehr Geld zu leihen. Auf diese Weise erhält man viele Möglichkeiten des Durchbruchs. Das ist die Belohnung, die ich mit dir, eine fantastische Spielzeugkönigin, euch geben kann. Eine Schatzlösung zur Trendwende. Fantastische Spielzeugkönigin? Das klingt ziemlich eindrucksvoll, aber wenn Paimon sich das chaotische Aussehen ansieht, kommt Paimon die Sache doch etwas verdächtig vor. Du hast noch gar kein Spielzeug produziert, richtig? Woher wisst ihr das? Du hast genauso ausgehungert, dass du fast in Ohnmacht gefallen bist. Als du in der Liederung warst, hast du mit dir selbst über den Test und die Einstellung von Leuten gesprochen. Offensichtlich hast du dein Spielzeug noch nicht fertiggestellt und es muss doch wirklich schlecht gehen, wenn du nicht einmal an das Essen denken kannst. Mist, das klingt so erfolglos. Mein Kicherfuchs befindet sich noch bereits in der letzten Phase der Vorbereitung auf Produktion. Nach dem Flugbereich des Kicherfuchs ausgemessen wurde, kann die Einladung so vervollständigt werden und sogar eine Pilzpassion verstehen könnte. Dann nehme ich die großen Kredit für Massenproduktion auf und mache einen Riesengewinn. Flugbereichsgrenze und Anleitung, was sagst du da? Taten sagen wir auf 1000 Worte, ich zeig's euch. Und ihr nehmt ein blaues Paket aus ihrer Reisetasche und pustet es schnell auf. Kurz darauf erscheint, guck mal, wie süß. Das ist also ein besonderes Spielzeug, überhaupt nicht wie ein Fuchs. Es sollte vielmehr großohrige Dämmerfruchtbombe, limitierte Edition, blaue Sterne oder so ähnlich heißen. Und warum Kicher? Sein Gesichtsausdruck sieht nicht so aus, als würde er lächeln. Nein. Weil sich das Geräusch einer funktionierenden Düse wie das Kichern von Menschen anhört. Hör zu. Ein unbeschreiblich tieffrequentes Wimmern, das man gerade noch wohlwollend so als Kichern bezeichnen könnte. Woher also kommt sich auf Kichern? Scheint Paimon. Besorgt über ihren mentalen Zustand. Der Kicherwuchs wird von einem kleinen Heißluftballon für den Auftrieb und einer kleinen versteckten Düse für den Schub angetrieben und ist gut manövrierfähig. Stell dir vor, es ist ein Spielzeug, das fliegen kann. Auch Erwachsene können ihm nicht widerstehen und Kinder ohnehin nicht. Das stimmt, echt innovativ. Das kommt Paimon bekannt vor. Lass Paimon raten, bei dir das nächste Worte sind, bitte helf mir in meinem letzten Test und ich werde dir eine Belohnung geben. Aber Paimon und Shem müssen darüber reden, schließlich sind wir sehr beschäftigt und es wäre ein Verlust, wenn wir nur eine kleine Belohnung erhalten. Nein. Eine kleine Belohnung ist bestimmt nicht gut. Lass mich mal rechnen. 70% der Gesamtverkäufe von Kicherfuchs in einem Jahr. Ist das genug für euch? 70%? Das ist doch zu... So, es ist schon eher angemessen. Was hast du für Spielzeugkönigin? Kann der Fuchs innerhalb eines Jahres in Serie produziert werden? Das ist der Schlüssel. Wenn ihr eure Tests so schnell wie möglich abschließt, dann kann der Kicherfuchs früher in Produktion und Verkaufen gehen und ihr bekommt einen größeren Gewinn. Lasst uns gemeinsam danach streben, unsere Produktion so gut wie möglich zu machen und gemeinsam viel Geld zu verdienen. Auch richtig, das klingt vernünftig. Dadurch kommen wir sozusagen in die Spielzeugindustrie und können uns als Unternehmen bezeichnen, richtig? Die Sache duldet keinen Aufschub. Ich habe schon eine Abenteuer befragt und auf der Grundlage der Erfahrung einige Herausforderungen zum Testen der Flugbereichsgrenze aufgestellt. Ich zeige euch, wo sie sind. In Zukunft vor Kicherfuchs der Marke und was hast du Spielzeug? Oh Gott, ey. Warum muss jede Scheißquest einfach eine Backstory haben? Kann man nicht einfach dahin gehen und das spielen? Mein Gott. So, zur Herausforderung. Da muss ich auch noch hinporten. So, und nicht nur, dass sie jetzt stundenlang gedauert, jetzt kommt nochmal eine Erklärung. Siehst du? Bei der Herausforderung Kicherfuchspatrouille musst du den Kicherfuchs innerhalb des Zeitlimits ins Ziel manövrieren und so viele Abenteuerteile wie möglich sammeln. Je mehr Zeit du am Ende übrig hast und je mehr Abenteuerteile du sammelst, desto höher ist die Punktzahl, die du am Ende der Herausforderung erhältst. Während der Herausforderung erwarten dich Dreckschmutzfrüchte und Störkristalle, die Störwellen aussenden. Wird der Kicherfuchs von den Dreckschmutzfrüchten oder den Störwellen getroffen, führt dies dazu weniger Zeit für die Herausforderung verbleibt, was zu einer niedrigen Endpunktzahl führt. Okay, verstehe. Das kennen wir ja schon.
soll ich denn jetzt checken, ob mich das trifft? Ich weiß nicht, was meine rechte Maustaste tut. Ehrlich gesagt. Da steht zwar, dass es irgendwas tut, aber keine Ahnung. Muss ich gleich nochmal checken. Okay, cool. Das war das. Ja, das ist relativ simpel. Also da einfach ins Ziel fliegen und dann easy peasy lemon squeezy. Fesselte so, habe ich hier noch was drin? Ne. Nichts mehr zu trinken. Scheiße. Da. Ey. So. Also es ist ein Sprint. Man kann die ganze Zeit sprinten. Okay. Muss man wahrscheinlich auch. Der wird halt nur immer wieder aufgeladen durch diese Sterne hier. Deswegen sieht das so komisch aus an der Seite. Das war eine krasse Dreckpfütze mitgenommen. Dreckpfützenfrucht oder wie das Ding heißt. Hallo. What? Never. Never ever haben die mich jetzt noch erwischt. Naja, egal. Trotzdem jollt. So. Muss ich wieder hier reingehen, dann muss ich wieder da reingehen, dann muss ich wieder da reingehen, dann muss ich wieder da reingehen. So. Machen wir einfach 600 Klicks, anstatt einfach auf neue Herausforderung zu klicken. Okay. Easy. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob und wann die mich treffen. Das sieht noch ganz gut aus irgendwie. Ups. Die könnte mich getroffen haben. Not sure though. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich tatsächlich verliere. 5 Sekunden, 1, 10, keine Ahnung. Ja. Ich hoffe mal, es gibt kein Platin. Sonst werde ich mad. Aber da ich bisher noch keins geschafft habe, obwohl ich nehme es mal an, nahezu. So, den habe ich gemacht, den habe ich gemacht, den habe ich gemacht. Fehlt nur noch der hier. So. Fuck. Okay, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt bin ich getroffen worden.
Ich wollte doch einfach nur neu starten. Okay, geht wieder nicht. Ach Mann, ey. Warum lernen die das nicht? Ich will doch nur neu starten. Das ist aber krass, wenn ich nicht explizit gebremst werde. Das heißt, die haben mich vorher nie getroffen. Das ist schon merkwürdig. Wie sollen die mich überhaupt treffen? Die oben und unten von mir gehen. Die sind doch nur Deko. Brauchen wir nicht so zählen. Easy. 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 Ja, guck mal. Fast 4. Ich glaube, viel besser kann man es nicht machen. So, dann eben unsere Belohnungen einsammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr schön. So, was mochte ich? Wofür waren die nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Entfesselte Sohlen. Mhm. Ich kann dahin oder ich kann dahin. Ich gehe mal dahin. Hm. Schafft er nicht ganz, oder? Ja, nee, jetzt nicht. Jetzt ein Yacht. Schritte immer so ein Kriegstanz, wie schillernd, wie berauschend. Wieso geht das nicht? Wenn das Schwert in Flammen über der Seite des Gesichts streicht, werden die Reflexe in deinen Pupillen in erster Linie vor feurigem Rotgold. Deine Fußspitzen treten in einem beeindruckenden Rhythmus auf, während du dich anmutig über deine Achse in der eisigen Barriere drehst. Im Angesicht der uralten hölzernen Stadtmauern oder im Armee der Stilriesen fängt jeder Anblick an deine Natürlichkeit in. Was labert der da? Ich habe kein Wort verstanden. Diese Kühnheit ist auch etwas, was ich bewundere. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr sicherlich meine Seelenverwandten werdet. Ich bin LaFeint, der Schwerttänzer. Ich würde gerne eure Namen erfahren. Boah, was für ein übertriebener Redestil. Wir sind Paimon und Shen. Obwohl wir wirklich ganz schön stark sind, Herr LaFeint, ist das, was du sagst, so kompliziert, dass Paimon überhaupt nicht versteht, was das bedeutet. Und warum bezeichnest du dich als Schwerttänzer, wenn du gar kein Schwert trägst und nicht wie ein Tänzer aussiehst? Eine spitze Frage. Fräulein Paimon will wohl mein Temperament auf die Probe stellen. Ich benutze nicht das greifbare Schwert, sondern die Klinge in meiner Seele als meine Waffe. Wenn der kritische Moment kommt, werde ich meinen Wagemut in alles Nützliche einbauen, sodass ich mich von den Fesseln jeglicher bestimmten Kampfkunst befreien kann. Niemals die Kleidung betonen, sondern die prächtige Gestalt von dem Moment an, in dem ich den Schlachtfeld betreten habe, freisetzen, bis zu dem Punkt, an dem die elegante Technik alles dominiert. Das bedeutet in etwa eine präzise Zusammenfassung. Aber bitte übersehe nicht die Schlüsselwörter, die den Ton angeben. Wagemut und Eleganz. Halt, ich habe es verstanden. Ihr habt mich längst überflügelt. Ihr habt diese beiden Worte natürlich in der Tat umgesetzt, ohne es zu beabsichtigen. Dann verliert mir keine Zeit, tritt bitte durch dieses Tor und betritt die stolze Bühne der entfesselten Sohlen. Bitte zeig mir deinen Tanz. Dank Fräulein Idea werden auf der Bühne die entfesselten Sohlen alle möglichen mächtigen Feinde als Phantome wieder auftauchen und versuchen, dich zu besiegen. Okay. In dem Moment, in dem du im Wagemut deines Herzens aufgehst, wirst du in der Lage sein, die mächtigen Schwerter in deinem Herzen zu ziehen und die stärksten Gegner mit unaufhaltbarer Kraft zu besiegen.
glaube, ich habe es verstanden. Also genau, was für ein stilles Gespräch, bravo. Also dann bleibe ich hier in Kontemplation und warte auf eine gute Nachricht. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei dem einzigartigen Tanz des Schwertkämpfers. Und das Gefühl, dass du dich langsam mit ihm verständigen kannst. Mir ist gerade aufgefallen, dass Herr Lafayette uns anscheinend für eine fortgeschrittene Kampffähigkeit lobt, richtig? Er verwaltet seine Hemisphäre in einer Kampfübung und will uns mit uns kämpfen. Nun, Palmer glaubt, dass wir ihn tun können. Es ist nur so, dass Herr Lafayette eine etwas merkwürdige Denkweise hat und den Kampf in einen Tanz setzen würde. Danach eine bestimmte Fähigkeit, sehr einfache Dinge besonders tiefgründig klingen zu lassen, nicht wahr? Wenn du lernst, so zu reden, kannst du jeden bei der ersten Begegnung verblüffen. Ich kann eigentlich sehr gut verblüffen. Ja, diese Komplimente sind nur ein weiterer Trick von ihm, um uns dazu zu bringen, das zu tun, was er von uns will. Sprich mehr mit ihm, dann wirst du auch diesen Trick begreifen. Lass uns einen wunderbaren, lustigen Kampf auf der Bühne der entfesselten Sohlen haben. Palmer ist gespannt, was für ein übertriebene Komplimente Herr Lafayette uns geben wird. Shannon notiert dir seine Worte, wenn er spricht. Vielleicht wird es eines Tages nützlich sein. Okay. Vor Beginn der Herausforderung kannst du die Aufstellung deiner Truppe entsprechend den spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Bühnen anpassen. Besiege während der Herausforderung Gegner, um Wagemut anzusammeln. Erreicht dein Wagemut ein bestimmtes Niveau, erhältst du den Effekt höchste Konzentration. Höchste Konzentration hält eine gewisse Zeit an und verleiht der Figur einen Stärkeschub im Kampf. Nutze höchste Konzentration, um mit deinen Gegnern noch effektiver kurzen Prozess zu machen und die Herausforderung noch schneller abzuschließen. Okay. I think I get it. So. Da hinten, ja? Okay. Ja. Hätte ich auch porten können, fällt mir gerade ein. So, hinein ins gute Zelt. So. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wir machen mal einfach ein Bums-Team, wie wir es gewohnt sind, und gucken, was passiert. Ja, wobei, vielleicht doch lieber hier. Mit ein bisschen Zusammengrip-Scheiß. Wie nehme ich denn da jetzt noch rein? Dich und dich? Ah, komm. Scheiß drauf. Schauen wir mal. Time for takeoff. Here we go. Access denied. All hail. Be still. Think you can get away? For Rex Lapis. Cascade. Und die Kamera zoomt dann raus. Das finde ich cool. Brace yourselves. Time for takeoff. All hail. Born of ice and frost. Be still. Zeit läuft auch nicht rückwärts, sie läuft vorwärts. Kamisato Ari. Suiyu. Think you can get away? Cascade. Blaze over. You're toast. Here we go. Be still. Unter 2 Minuten 30. Hier gibt's den Knopf? Ist ja witzig. War das jetzt gut, oder? Besiegt die Gegner. Achso. 15, okay. Das sind die Herausforderungen. Okay. Gibt es da noch irgendwelche versteckten Herausforderungen?
Man ist etwas verwirrt. Selbes Team? Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Komm. Scheiß drauf. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier ein Wanderer-Team mache, aber Wurst. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Kasua habe ich natürlich wieder nicht bekommen, als er ab war. Mal wieder eine Jean draus geworden, die ich vielleicht mal irgendwann... Time for takeoff. Brace yourselves. For Rex Lapis. Think you can get away? All hail. Access denied. Let's play. Silva, get them. Mind the deluge. Here we go. Time for takeoff. Blaze over. Eat this. Nice and spicy. So, hier haben sie den Knopf tatsächlich eingefügt. Warum dann nicht bei den anderen? Merkwürdig. So, das lief wunderbar. Da brauchen wir also nichts dran verändern. Außer die Reihenfolge, in der ich meine CDs benutze vielleicht. So, ich muss erstmal den hier drücken. Dann den hier. Dann den hier. Und dann als letztes der Zusammengriff. Scheiße, die sind auf Hydro. Das ist nicht gut. What? Time for takeoff. Nice and spicy. For Rex Lapis. Yahoo! Spotlight. Yeah. Think you can get away? Would have got your toast. Be still. Here we go. Kamisato Ari. Suiyu. All hail. Born of ice and frost. Time for takeoff. Cascade. Access denied. This is long overdue. Think you can get away? Eat this! Be still. Wir sind ganz schön weit auseinander hier, die Boys. Born of ice and frost. Would have gliding be faster? Time for takeoff. Oh, jetzt wird es aber tatsächlich knapp hier. Scheiße, ich schaff das nicht. Ich hab die falschen Links mit drin. Upsala. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ach so, ich dachte... Ja, natürlich. So.
Weil das alles Wasser und Eismobs waren, hat das nicht funktioniert. Oder ganz knapp nicht funktioniert. Aber wie mache ich das denn jetzt am besten? Na, ich meine, wir können es mal mit dem Team probieren. Ach nee, Moment. Wen packe ich dazu? Muss ja ihn dazu packen. Hilft ja nichts. I need a fucking mask. Think you can get away? Witness the power of Große. Know my sword. Rain out. What? Excuse me? Alter. Let me weave you a verse. Oh Mann. Wouldn't gliding be fast? Let's play. Mensch, das läuft ja richtig gut. Time for takeoff. Wieso wird das zu Wasser, ey? Witness the power of Große. Time for a light show. Das wird auch knapp. Scheiße. Brace yourselves. Warum bist du mit einem nicht voll? Was ist das hier für komischer Quatsch? Oh, ist das dein Ernst, ey? Wouldn't think you can get away. Time for a light show. Here we go. Let me weave you a verse. Know my sword. The fuse is lit. Naja, es hat gereicht. Das war nicht so geil für mein Team. Okay, das sind alles nur Brigadisten. Da kann ich wieder... Da kann ich wieder. So. Da kann ich wieder mein Bumsebums-Team machen. Bei denen dürfte das keiner so gut wegstecken. Mind the daily. Following order. New country. For Rex Lapis. Time for takeoff. Yahoo! You're toast! Boba, get the... Be still. Blaze over. Brace yourself. Think you can get away? Cascade. This is long overdue. Yahoo! Eat this! Time for takeoff. Ja, sterbt alle. So. Bam, 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 bam. So. Das war's. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack.
Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Okay, na gut. Eine Kampfherausforderung darf in jeder Aktion nicht fehlen. Jeder Multi-Aktion. Das ist klar. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. So, hier, guck mal da. 600, 1200. Mensch. Guckt ihr das an hier. Wahnsinn. Bam. 3 Level? Was? Freaks. Okay. So, oh, guck mal. Und dadurch habe ich jetzt schon die Laila freigeschaltet. Ah, da fehlt noch was. Okay. Wir sammeln das natürlich erst ein, wenn wir alles haben. So, wir haben noch eine Attraktion übrig. Bing Bang Zwitscherball. Ist der Fink nicht total niedlich? Okay. Hallo ihr dort, ich bin Basima, eine Gelehrte der Lebenskunde. Bitte, bittet euch, nicht übereilt wegzugehen. Bitte entspannt euren Körper, lädt euren Geist und hört mir zu, während ich euch eine wichtige Sache sage. Der Fink ist der niedlichste. Hä? Der Fink ist zwar schön, aber Fräulein Basima, du bist auch eine Gelehrte, oder? Würde so eine weitreichende Aussage nicht zu einer sehr hitzigen Debatte führen? Paimon hat den Eindruck, dass die Gelehrte sehr sorgfältig auf ihre Worte achten. Wenn Paimon auch zu ihnen gehören würde, würde Paimon nicht einfach behaupten, dass goldene Garnelenhäppchen die leckersten wären. Man muss einschränkend etwas hinzufügen, wie in letzter Zeit sehen sich Paimon bei der Lieküche am meisten nach diesem Gericht. Wahr ist das zu sagen. Ah, scheinbar haben sie plötzlich. Auch wenn du keine Witze machst, sei nicht so laut. Genau, das habe ich gemeint. Eben weil ich eine Gelehrte bin, will ich nicht jeden Moment meines Lebens in eine Debatte verwandeln und das Gefühl haben, dass ich kein Wort falsch sagen darf. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Moment beobachtet werde. Es bleibt mir völlig unbenommen, einmal etwas Falsches zu sagen, kein Grund, ständig in Sorge zu sein. Aber man muss seine wichtigsten Ideen offen aussprechen und mutig direkt sein. Wenn ihr mein Tischspiel Bing Bang Zwitscherball ausprobiert habt, dann werdet ihr auch so gern dem Rest der Welt erklären, dass der Fink der niedlichste ist. Bing Bang Zwitscherball? Ist das, was unter dem Tisch liegt? Genau. Wenn ihr dieses Spiel spielt, wird euch der eindrucksvoll klar, wie süß der Fink ist. Und als der offiziellen Attraktionen der Veloria Mirage bekommt man einige Belohnungen, wenn man im Spiel eine hohe Punktzahl erreicht. Deine Übertreibung macht Paimon neugierig und wenn man es gut abschneidet, bekommt man auch noch einen Preis. Was denkst du? Versuchen wir es nochmal. Das ist toll. Genießt bitte deine Erfahrung. Okay, dann show me. Im Minispiel Bing Bang Zwitscherball musst du nacheinander mehrere Zwitscherbälle werfen. Gib bitte dein Bestes und sorge dafür, dass alle Zwitscherbälle im Bereich für hohe Punktzahl landen. Erreiche die entsprechende Zielpunktzahl, um den zugehörigen Belohnung zu erhalten. Für den roten Bereich erhältst du 4 Punkte, für den gelben Bereich 2 Punkte und für den blauen 1 Punkt. Sollte der Zwitscherball auf der Grenze mehrerer Zonen zum Stillstand kommen, so wird die Zone für die höhere Punktzahl gezählt. Okay. Vor jedem Wurf kannst du den Ball nach links oder rechts bewegen, um die Ausgangsposition zum Werfen einzustellen. Okay. Nutze den richtigen Augenblick, halte die Wurftaste gedrückt, um die Wurfrichtung festzulegen und Energie für den Wurf zu sammeln. Lasse dann die Taste los, um den Zwitscherball in die entsprechende Richtung und mit der entsprechenden Stärke zu werfen. Sobald die Wurfrichtung einmal festgelegt ist, lässt sich die Wurfverbreitung nicht mehr abbrechen. Okay. Sollte ein Zwitscherball, sobald alle Bälle gestoppt haben, im Abwurfbereich zum Stillstand kommen, wird dieser Wurf als ungültig gewertet und der Ball muss erneut geworfen werden. Okay. So eine Art Curling, oder? Warte mal kurz. Let's do this. Oh, 7. Okay. Hier geht's ja richtig zur Sache. 4 Bälle. Okay.
Es ist Curling. Ah, okay. Verstehe. Es ist Curling. Wenn man sich verwirft, dann kann man einfach nochmal versuchen, den da rein zu... Oh Mann, ich bin so dumm. Warum mache ich so doll? Ah, man kann also warten, okay. Ich sehe übrigens das Lichtingen ganz schlecht. Oh. Naja, es geht wieder nicht. Kann ich hier direkt neu starten? Ich will das eigentlich gar nicht mehr spielen. Das scheint nicht... Doch, da, warte mal. Neu starten. Okay. Jetzt ganz sanft. Oh. Alter, bin ich dumm. Ohne Witz. Ich sehe es leider nicht. Ich muss, glaube ich, auf den anderen Bildschirm gucken. Das zählt. Halb. Easy. Perfect fucking score. Ist ein hübscheres Gold, oder? Ist das Platin? Ich weiß es nicht. Ja, ist Gold. Okay. Okay. So, das ist tatsächlich kontrastmäßig so hell, dass ich es auf meinem normalen Bildschirm nicht richtig sehe. Klebezwitscherball. Ein besonderer und niedlich freundlich aussehender Zwitscherball. Nachdem dieser Ball geworfen wurde, wird er am ersten Zwitscherball, den er berührt, kleben bleiben und ihn mitnehmen. Kommt zum Stimmen, wird der Effekt wieder aufgehoben. Okay. Guckt euch das an, ey. Perfekt. Ich bin so ein Plepp. Egal. So. Nicht zu lange aufhalten, das sind 7 Herausforderungen. Wir müssen was schaffen. Herr Zwitschball, äußerlich wunderschön, scheint er einem Schausteller von mich auszunutzen, nachdem er... Okay, nochmal nochmal von vorne. Herrlicher Zwitscherball. Äußerlich wunderschön, scheint er, wie es sich für einen Schausteller unter den Zwitscherbällen gehört, andere Zwitscherbälle förmlich anzuziehen, nachdem er geworfen wurde. Wird er andere Bälle in einem bestimmten Umkreis anziehen, sobald er das erste Mal zum Stillstand kommt. Ah. Cool. Okay. Perfekt. Wieder ein neuer Ball. Ne? Sehr gut.
Ja. Zählt. Mir egal. Oh, der Dings wird immer enger, ey, der Zielkreis. Sehr gut. Das war nicht so gut. Ja doch, okay. Oh oh. Ups. I fucked up. Oh no. Wie viele Bälle habe ich denn? Warte mal, ich mach das nochmal. So. Oh, der dritte bleibt nicht. Okay, dann muss ich den jetzt mitnehmen. Ha! Fuck you. Oh, jetzt muss ich nur noch den da irgendwie reinkriegen. Stopp, 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 stopp. Yeah! Oh, yes. Oh, like a glove. Okay. Es wird langsam kompliziert hier. Okay. Bisschen mehr Bums. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wir können ja auch mal die andere Seite nehmen. Jetzt dabei. Yes, zählt. Da muss ich $4 schießen. Habe ich noch was, um den mitzunehmen? Upsala. Habe ich noch einen Mitnehmer? Ja, habe ich noch. Das muss ich da noch voll einen reinbrettern. Na nee, okay, warte. Ich mach's anders. Ah, fuck. Ah, es zählt zwar, aber... Na, komm, egal. Ja, das war nicht so cool. Ah, ist ein geiles Spiel. Das gefällt mir. Ich bin so dumm.
soll ich das denn jetzt machen? Naja, irgendwie noch 18 Punkte rumgekriegt. Das war's schon, ne? Ah, okay. Na gut. Easy. So. Okay. So, wenn ich mir jetzt recht überlege, fehlt nur noch er hier, ne? Ja. So, und hier. Ja, geil. Zack. Lehela. Da kommt sie auch ins Free-to-Play-Raster. Eine Krone, sehr geil. Ja. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die Belohnung. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das hier. Okay, und da müssen wir einfach nur ein paar glückliche Gutscheine einsammeln. Und dafür müssen wir nur diese wunderschöne Welt erkunden. Also. So, kurzes Päuschen gewesen, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Teilt mir bitte mit, wenn ihr es bis zu diesem Teil des Videos geschafft habt, ob sich das Mikrofon gut anhört oder nicht. Es war sehr teuer. Also, lasst es mich ruhig wissen, ob ich gut klinge oder nicht. So, wir haben etabliert vor ein paar Sekunden für euch, dass wir jetzt nur noch die glücklichen Gutscheine sammeln müssen, um Chaos-Outfits zu bekommen, beziehungsweise hier alle Belohnungen einzusammeln. Und das tun wir einfach, indem wir hier erkunden. Ich glaube, das Team ist nicht das Richtige zum Erkunden, deswegen werde ich mal kurz switchen auf ein bisschen ausdauerlastigeres Team. Aber für den Fall, dass ich kämpfen muss, muss ich irgendwas reinholen, was auch tatsächlich nützlich ist. Und weiß ich nicht, ob ich was habe. Weil ab und zu muss man ja auch mal Gegner hauen. Pack ich die mal mit rein. Habe ich irgendwas, was Utility hat und gut hauen kann? So. Egal. Nehme ich das erstmal so mit. Dann kommt meine gute alte Sayu raus. Aber wir brauchen ja gar nicht so weit gehen. Ich werde gucken, dass ich vielleicht hier anfange, in diesem Gebiet. Und mich dann so ein bisschen nach unten wegarbeite oder so. Die meisten glücklichen Gutscheine gibt es in diesen Säckels, die man hier auf der Karte auch sieht. Diesen, ich nenne es mal Ballons, Pinata-Ballons, was auch immer. Party-Ballons. Und die gibt es hier, guck mal da. Okay, du hilfst mir das aufzumachen? Ah, auf. Okay. Dachte schon, hä? Was willst du denn noch? So, ich muss aber nochmal zurück. Ich glaube, das war... Guck mal, da oben ist ein riesengroßer. Oder ist es nur die Laterne von dem Ding? Oh, jetzt bin ich... Ah, da ist auch noch ein Hook. Wie komme ich denn da hin? Von da? Willst du mir das damit sagen? Spielen? Vielleicht geht es hier auch noch hoch und runter und links und rechts. Und man muss sich diese netten Wassergeister hier zur Hilfe... Hui. Oh. Ach so, ich sollte... Okay, verstehe. Das ist so eine Art Korok-Rätsel wie aus Breath of the Wild. Ich soll da also eintauchen, ja? Ha! Tada!
Und in diesen sind auch immer ein Gutschein drin. So, ich will aber den hier nicht missen. Ich muss mal eben gucken, ob hier irgendwo ein Hook ist, aber sieht echt schlecht aus mit Hooks. Hier. Da oben sind zwar welche, aber wie komme ich da hoch? Irgendwo einen Anfangspunkt oder so? Schauen wir mal. Das tat weh. Du blödes Schwein. Im wahrsten Sinne. So. Leicht über hier. Ach, komm schon. Jetzt würde ich mir den Ascent aus Breath of the Wild wünschen. Okay. Anscheinend muss ich noch ein bisschen weitergehen. Oh, guck mal, hier gibt es sogar noch ein Rätsel. Nein. Bewegen. Bewegen. What? What? Okay, ich dachte, sie schwenkt, aber... Ja. Wo ist denn die? Achso. Warte mal. Ah, ja. Okay. Wait a second. Bewegen. Okay. Entfernen. Einsetzen. Oh, ich kann nur eine gleichzeitig tragen, ha? Okay. Blau. Okay, und jetzt... Fuck. Oh, come on. Ich schummel einfach. Geh hier außen rum. So. Ah, Bro, ich wollte da hoch. Warte kurz. Bevor ich da lang renne und die komplett den Faden verliere, wo ich hin wollte. Wer konnte denn noch gut klettern? Von euch keiner, ne? Ihr seid alle scheiße. Warte mal kurz. Was ist das? Hallo? Oh. So. Egal wie es zu machen war, ich mach's jetzt so. Ah, da ist auch das Teil. Gucken wir mal kurz, wie es eigentlich gedacht war. Ja, okay. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, keine Ahnung. Wie kommt man denn hier normalerweise hin? Ich habe jetzt mit dem Wanderer geschummelt, aber... Wahrscheinlich von hier? Okay, er macht es nicht ganz genauso wie ich. Komm rüber, Brudi. Yeah. Take it and have fun. Take it and have fun. Ach ja. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich hier unten noch irgendwas vergessen habe. Mit Sicherheit. Da, guck mal, da sehe ich noch eine Truhe. Da sehe ich noch die große Truhe. Die muss ich gleich auch noch machen. Ach, aber erstmal sehe ich da eine Truhe. Natürlich. Versuche ich mal hier hoch zu klettern. Oh, noch ein Klettermax. Fällt mir ein. Schicker 9 ist für Ausdauer, für Rennen, aber... Ach, egal, das passt schon so. Ooh, what's in here? Maybe a growth serum? Maybe a Crook Serum? Was habt ihr für einen Deal hier?
Spiel starten. Okay. Blubberblase. Kiste. Krokodil. Kiste mit Zwinkerauge. Männchen. Zuckerstange. Oh Gott. Erst die Kiste, dann Krokodil, dann die Kiste, dann... Ne, da war erst der und dann der. So. Packen hier schwere Geschütze aus. Okay, da oben sehe ich noch was. Da sehe ich noch was. Und da ist auch noch was. Guck mal. Hallo? Stehst du einfach so rum? Okay. Nehmen wir. So, jetzt sehe ich auf ersten Blick, da sehe ich noch ein Dingens, Bummens, Dingens. Hier, aber so ein Ballon. Was ist mit euch, yo? Okay, der wird wohl hier oben sein. What, du hältst dich nicht fest? Ist aber ganz schön frech. Ich gehe nochmal höher. Okay, das war zu hoch. Muss ich gucken, wo das Ding hier sein soll. Im Baum? Hier. Okay. Wachst du eine Truhe, Bro? Aber bewacht auf jeden Fall irgendwas. Perfect Dodge. Perfect Dodge. Bestimmt voll getroffen worden, aber egal. Hallo, Schnuckelpurz. Dankeschön. Oh, große sogar. Das muss man natürlich nicht nur für die Gutscheine machen, ne? Hier gibt es natürlich auch einen Arsch voll Urgestein, was man nicht missen sollte. Ach, Freunde, jetzt gehe ich schon wieder aus dem Gebiet raus. Nee. Ich muss erst in dem Gebiet bleiben. Sonst verliere ich den Faden. So, da ist noch die große Truhe, die muss ich noch eben machen. Da hatte der mir letztes Mal schon irgendein Rätsel aufgebürdet. Aber das habe ich kurzweilen ignoriert, weil wir erst noch die Attraktion zu Ende machen wollten. So, und deswegen, da. Yo, Bro, skid up. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was der von mir wollte, ne? Ja. Ärgerlich. Vielleicht, wenn ich da reingehe. Ach nee. Wenn ich wieder rauskomme. Obwohl, nee, das kann es nicht sein. Ich guck mal. Zwischendurch Dailies gemacht, deswegen. Oder? Why? Mein Gehirn. Ich dachte, ich komme so da raus. Ich dachte ja, wollen sie auslocken oder was? Das ist ja sehr merkwürdig. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Oh Mann. Was er hier wollte. Scheiße. Ich bin hier hingegangen und er hat einfach das Ding hier aufgesplittert, aber... Bin jetzt aber auch nicht zufällig... Ach, warte mal, hier ist noch was.
Du, ja, okay. Okay. Immer noch. Links. Wieder die Mitte. Will mich verarschen, Bros? Okay. Mission accomplished. Dreimal die Mitte. Go back and sleep now. Hier geht's wieder raus. Ach, du willst mich doch... Make my escape. Du willst mich doch wegroffelieren. Ah, wie öffne ich denn jetzt die fette Truhe? Das fräst mich jetzt ein bisschen an. Ah, weil ich auch das Event, was dazu geführt hat, dass sie gebrochen war, nicht reproduzieren kann. Kann ich euch irgendwie helfen? Ne. Ich weiß nur noch, da war irgendwas mit zwei weitere oder sowas. Muss ich da... Make my escape. Keine Ahnung, ich muss gucken. Aber hier ist ja nichts, oder? Muss ich irgendwen finden? Man sieht die ja sofort, die sind ja... blubbern ja, wenn die Gegenstände sind. Da ist eine Truhe, die ist auch ein Pfeil drauf. Okay, sehr verdächtig. Mission accomplished. Ey, Go back and sleep now. du. Okay. Du gehörst nicht dazu, oder was? Bro? Nee, das ist tatsächlich nur Deko. Ich habe so keine Idee, was der von mir will. Und wenn es einfach wäre, dann hätte ich vielleicht schon einen zufällig gefunden. Too slow. Aber okay, du bist eine Kiste. Ein Fass. Eine Truhe. You even want this? So. Ach, du bist so ein Negativmensch. Die haben wir schon. Die ist auch echt. Man weiß natürlich nicht, mit wem man schon geredet hat und mit wem nicht. Following me. Bro, kannst du mir nochmal sagen, was ich hier tun soll? Hat das was mit den Lautsprechern zu tun? Vielleicht. Guck ich mal. Da ist noch einer. The wind rises. Vielleicht, aber auch nicht. Ne, das sieht schwer nicht danach aus. Fuck. Hier geht's raus. War ich aber schon. Ärgerlich.
Hier wollte ich eigentlich hin, in diese Ecke. Weil, da war, genau. Hier war noch was. Ach so, und wenn ich da reinlaufe, dann stirbt die. Okay. Wo muss, ach so, hier muss sie eingesetzt werden, oder? Ah. What do we have here? Easy. Haben wir hier noch einen? Was mit dir, Brudi? Oh, er will abhauen. Ein unterirdisches Höhlensystem. Nice. Merci, merci. Okay. Vielleicht finde ich ja hier einen von den Tröten, die ich brauche. Immer sehr schmerzhaft. Unnecessary. Ach, der Wanderer ist immer so nervig. So Depri. Bro. Den krassen Heal an, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich hier so viele Artefakte schon wieder bekomme. Habe ich nachher wieder mein Inventar voll. So, dann gehen wir mal da hoch. Auch noch was zu sein. Mhm. Ja, du. Wenn's reicht, reicht's, ne? Das ist lediglich ein, was? Hier gibt's nur ein paar Erzbrocken oder was? Das ist ja doch sehr schade. So, was haben wir hier? Schwestern, Brüder? So. Na, guck an. 4 Gutscheine. Upp, upp. Der Wassergeister wollen mit dir Verstecken spielen. Okay. Das blubbert. Oh, ja, beweg dich mal. Schild. Das ist natürlich. Ach, oben drauf. Das will er mir sagen. Das ist eine ganz schöne Petze. Let me open it. So. Okay. Hier sind noch mal Lollis und Dinge. Ach, ein wunderschönes Traumland. Gefällt mir gut. Was haben wir hier? Okay. Sammle Dendroteilchen. Los geht's. Gut, was bist du? Oh, toll. Mir auch noch ein Artefakt. Jetzt bin ich raus, oder? Nee. Bin wieder zurück. Okay.
Da geht's noch nach oben. Ich bin aber noch kein Stück weiter, was diese Kuppel, was das Kuppelding angeht. Scheiße. Ah, wait a minute. Squall Fury. Take it and have fun. Take it and have fun. Ich bin so deprimiert. Stimmt was nicht. Hm, doch, stimmt alles. Hier stimmt was nicht. Ah, 100 Euro. Mensch, dieser Reichtum. Ja, ich bin da in die Höhle rein, aber man kann ja auch noch hoch. Okay. Da, da, da. Da, da, da. Was war das denn? Quit following me. Fällt auf die Fresse. Ja, tut mir leid. Wenn ich dafür, dass du so dämlich bist. So, okay, hier ist noch ein Dingesrätsel. Da kann ich nur die Linsenfarbe ändern. Okay. Dann ist das wohl der Anfang. So, da brauche ich jetzt aber dieselbe Linse, die ich nicht habe. Oh. So, na, vielleicht kann ich das da oben bewegen. Ja. Nein, kann ich auch nicht bewegen. Hiermit kann ich gar nichts machen. Okay, bisher konnte ich nicht besonders viel tun. Dich kann ich bewegen. Ah, ja. Braucht man den hier gar nicht. Okay. Mensch, wer hätte es gedacht? Oh, fuck. Quit following me. Take it and have fun. 10 Urgestein, Alter. Das ist richtig Schotter. Für mich zum Schotter. Uff. Ich hab ihn gesehen. Aber ich komme gerade nicht hoch. Du doch einfach von dem Dingsbereich dort einfach. Ah, guck mal. Ah. Das ist cool. Aber ich kann hier nichts bewegen. Ja. Hier unten der, oder was? Wo ist denn das Bild dafür? Weil wenn ich da jetzt reingehe, ich sehe ja, ich kann hier nicht besonders viel tun. Okay. Das kann ich hier einsetzen anscheinend. Oh, ich muss den zusammenbauen. Okay, I can do that. I think. Ah, das ist ein Scheinwerferlicht. Okay. Komme ich dann wohl nicht vorbei? Aber hier komme ich vorbei. Weil das auch blau ist. Okay, verstehe. Da komme ich wieder hoch, weil das auch rot ist. Okay. Mhm.
Weil die Linsen lösen sich ja nur auf, wenn sie in die falsche Farbe geraten. Ui. Take it and have fun. So. Ah, da ist er. Nice. Okay. Wandgemälde sind also der Deal. Okay. Ordnung. Danke, Tröpfchen. Ah, okay. Ja. Aber das hilft mir jetzt insofern nicht, dass ich jetzt nicht weiß, was hier zum Fick noch sein soll. So. Die sind ja süß. Kämpfen verboten. 200 Euro. Kämpfen verboten. Okay. Hier habe ich soweit dann alles abgegrast. Krass, was alles in diesem einen kleinen Gebiet ist, ey. Wahnsinn. Na gut. Gehe ich mal hier einfach weiter in der Hoffnung, dass ich dahin komme, wo ich hin will. Ja! Here come the fireworks! Cry loud! The wind rises. The fuse is lit! Ein bisschen kämpfen muss man immer, ne? Ooh, let me open it. Ich könnte auch Chao nehmen, der ist auch stark genug eigentlich. Aber what should I say? Ich mag Mia. Es ist gut, dass es lebhafte wird, die Organisation bereitet, mir Kopf zu brechen. Oh, ich muss mal gucken, dass ich mein Mikrofon richtig vor meinen Mund setze. Oh, du hast heute Zeit zum Jahr zu kommen. Du siehst besorgt aus. Ja, es ist geräumig, aber die Anzahl der Stände ist begrenzt. Nachdem die Kristalllampe in großer Zeit wiederhergestellt war, wollte ich viele Leute für den Stadtplatz bewerben. Es ist wirklich schwer, Entscheidungen zu treffen und kann man nicht alle zufriedenstellen. Meine Vorgängerin muss mich hier im Stich gelassen haben, um zurück nach Sumeru geflüchtet zu sein, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnte. Nun, auch wenn es am Anfang schwer ist, mal eine Zeit Wissen rauszuziehen, ich habe diesen Jahrmarkt immer für sie behalten, um zu beweisen, dass es auf jeden Fall besser machen kann, wenn sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Mhm. Sie? Ach, das ist doch nur Quatsch, vergiss es einfach. Aber andererseits, es ist dir zu verdanken, dass du den Kristall im großen Zelt repariert hast, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, so besorgt zu sein. Habe ich mit meinen guten Absichten... Aha, das war nur ein Scherz. Ich bin wirklich dankbar, dass du die Kristalllampe in Ordnung gebracht hast. Und ich muss dir zeigen, wie der Ort wieder zum Leben erwacht. Denk daran, öfter vorbeizukommen. Ich probiere noch mal ein paar andere Gesprächsoptionen aus. Okay, schaut mich nur um. Sie. Du gibst also mir die Schuld dafür. Sondern Scherz. Okay, keine andere Gesprächsoption. Von hier kommt man auf jeden Fall da runter. Jetzt muss ich überlegen, wo es hier denn noch was geben könnte. Das Einzige, was mir einfällt, wäre die Höhle. Die Höhle, die Höhle, die Höhle. Und... Scheiße, selbst so schaffe ich das nicht. Uff. Ja, das ist ja die Kristalllampe, also... Squall and Fury. Ja. Die kann ich auf jeden Fall nicht einsammeln. Da waren wir... Oh, muss ich kurz überlegen. Kann man hier Prozente sehen? Nein, kann man nicht. Oder? Ganz rauszoomen? Ne, kann man nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist nur Deko vom Zelt. Quit following me. Quit following me. Mhm. Too slow.
following me. Gut, keine Ahnung. Muss ich gucken, ob ich noch irgendwo in die Höhle reinkomme. Auf jeden Fall fehlt noch ein. Also die Höhle ist jetzt mein Best Guess, deswegen gehe ich dann nochmal runter. Vielleicht habe ich da was vergessen. Weil der Bereich hier oben ist ziemlich groß. So. Da unten scheint es nämlich auch noch lang zu gehen. Guck mal. Na, vielleicht auch nicht. Scheiße. The wind rises. Ärgerlich. Ach. Die Meer ist hier wirklich nicht. So ein großer Bereich, ey. Kann doch nicht sein, ey. Bei den Krokodilen war ich. Kann man die auf der Map sehen vielleicht sogar? Ne, das wäre zu einfach. Aber hier ist auf jeden Fall noch Platz. Ah, gut, vielleicht ist es oben drauf. Auf dem, da wo man nicht vermutet, dass was sein könnte. Wo nur, irgendwelche Gräser und so ein Shit. Ja. Was könnte sein? Na, das gucke ich mal nach. Ich kann mal gucken, wie viel ich mittlerweile schon habe. 93, okay. Wir haben in der Zeit nicht besonders viel gesammelt, oder? Wie viel hatte ich? Hatte ich 30 oder hatte ich 60? Ich hoffe, ich hatte irgendwas mit 30. Weil sonst sind wir hier ganz schön lange unterwegs. Ist auch die Frage, wie viel in dieser großen Truhe drin sind, ne? Auch mal gucken. Gebietstruhe. Ach so, das Rätsel ist tatsächlich direkt vorbei mit... Na, guck an, da oben. Siehst du, da ist noch ein Shit-Ton auf Platz. Schauen wir mal, ob wir von oben irgendwas finden. Oh, wie hübsch. Was? The wind rises. Ist tatsächlich nichts. Er hat's gedacht, ey, fuck. Ärgerlich. Squall and fury. Quit following me. Okay, hier außenrum ist tatsächlich nichts. Aber nicht mal ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken, also was alles zu dem Bereich gehört. Das wäre natürlich, wenn das hier auch noch alles mit dazu gehört, okay.
Dann lässt sich das vielleicht irgendwie erklären. Oh, da ist die Grenze. Hier mal hier drauf. Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders zuversichtlich. Was zur Hölle ist das denn? Immerhin haben sie hier ein paar Blümchen hingelegt. Ist nett. Okay, da. Keine Ahnung, Mann. Das sieht aus wie das Immernachtreich. Aber das gehört schon zum Theater der Denker. Das kann nicht sein. Aber hier, das da, das nicht. Das ist es locker. Ich sei denn, das habe ich schon. Ah ja, das sieht hier doch sehr vielversprechend aus. Wo zur Hölle bin ich? Quasi am Ausgang Richtung Silberflaschen. Okay. Ja, da ist er doch. Easy. Okay. Ah. So, nichts aus dem Weg räumen, einfach rein. Sehr gut. Erstmal dich. Oh, fuck. Hätte ich auch direkt mitnehmen sollen. Ach nee, guck mal, die ist ja hier unten. Kommst du ganz nach unten? Nee, brauchst du aber auch nicht. Ich kann hier mit hoch. Oh, ich bin tatsächlich Sayu. War ich vorhin auch Sayu? Gar nicht aufgefallen. Oh, fuck. Ups. Ein bisschen runtergefallen. Ah. Easy. Da brauche ich durch das rote Licht hätte ich sogar gekonnt. Zack. So, jetzt haben wir das dritte. Nice. Bam. So. Da haben wir die Gebietstruhe. Sehr schön. Das freut mich. Aber wir haben hier jetzt ja noch einigen anderen Scheiß hier. Oder? Bro, was ist mit dir, Bro? Oh. Oh. Der ist irgendwie nicht so freundlich unterwegs. Was ist hier los? Wieso kann ich das nicht? Ach, das habe ich anscheinend schon gelöst, ne? Irgendwann mal. Hm. Ist hier nicht mehr? Okay. Okay, cool, aber wie komme ich da hoch? Gar nicht? Hm. Scheint aber auch nichts zu sein. Was das, Ah, guck mal hier. Gegner. Nice. Ich glaube, der hat Knögi an. Schicke 9.
have here? What do we have here? I don't fucking know. You tell me, please. Was ist hier unten? Ach, guck mal. Die schauen eine Zuckerstange an. Sehr verdächtig. Okay. Da war noch Weizen drin. Sonst nichts. Too slow. Noch ein Höhlenkomplex. Wow, okay. Too slow. What? Was geht denn hier ab, Alter? Oh Mann. Hier machen wir erstmal das Rätsel hier. Boah, gibt's so viel, ne? Wahnsinn in diesem Gebiet. Ja, okay. Achso, die muss auch angeleuchtet werden. Und der da oben. Quit following me. Aber mit Blau. Zack. Ich hab's rückwärts gelöst. Egal. Gelöst ist gelöst. You even want this? Also nicht. Vielleicht. Squall Fury. Hallo, was gibt's hier hinten? Wollt ihr Stress oder was? Unsightly insects. Fire hazard! Er schläft da einfach mitten im Weg. Wie Relaxo. Ach hier, guck mal, wo sind wir hier denn? Neben dem zweiten Rätsel hätte man reingekommen. Okay, gut. Who the fuck should know that? Well, weiter geht's. Up and away! So. Ach, das Rätsel macht sich hier selbst noch weiter? Andere Lösung dafür gibt's aber nicht, oder? Ne, das habe ich ja schon gelöst. Also, scheiß drauf. Da unten sind Wasserviecher. Hier oben ist ein sehr ominöses Fass. Woran nehme ich? Oh, Wasser. Ja. Was geht ab? Okay. Dann werde ich mal wassern. Ja, was habe ich denn da Schönes? Barbara? Anything I can help you with? Mhm. With all my strength. Falsch anscheinend. Liegt das richtig? Okay, dann brauche ich Try and Error. Muss ich mal den guten alten Tagliatelle auspacken. Keep your eyes wide open. Habe ich irgendeinen Anhaltspunkt darauf? Wie das hier muss? Oder Brute Force ich hier ist jetzt den Scheiß. So. Warte mal, du bist mein Anhaltspunkt, richtig? Links, rechts. Vorne, okay. Links. Rechts. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Mann, ey.
What? Oh, das hat nicht funktioniert, oder? So. Links. Rechts. Vorne. Ende. Geht doch. Not bad. Aber Not bad at all. direkt in mir drin gespawnt. So. Danke, Talia Telle. Deine Scheiße wird hier nicht länger gebraucht. Oh, du bist auch okay. As per our contract. As per our contract. Next on the agenda. Ja. Oh, hallo. Mora. Mehr ist aus diesem Zelt hier nicht rauszuholen? Oder? Doch, der ist... Nee, doch nicht. Da steht ein ganzes Zelt, weißt du? Ich kann doch nicht zielen. Beautiful treasures are a cause for great happiness. So. Healthy body, healthy mind. Tada! Okay, die wollen wieder spielen. Anscheinend. Wassergeister wollen mit dir Verstecken spielen. Ja, dann macht das doch mal. Versteckt euch meistens nicht besonders gut. Hoffe ich zumindest. Diesmal allerdings. Verrätst du deine Freunde diesmal nicht? Eieiei. Okay. Ne, das ist auf jeden Fall noch drin. Next on the agenda. Nicht schlecht. Freunde. Nicht schlecht. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Mystisches Verstärkungserz ist für mich so nutzlos, ne? Ich war am 10.000er Cap und musste davon einfach 1000 wegschmeißen, damit ich noch welche aufnehmen konnte. Und ja, das finde ich auch behindert. Warum gibt es da überhaupt ein Cap drauf? So viele Waffen habe ich halt nicht zum Upgraden. Ach so, um wieder rauszukommen, ne? Okay, ja, verstehe ich, mache ich. Aber erst will ich hier noch ein bisschen gucken. Hier ist nichts mehr zu gucken. Okay. Na dann. Verlassen wir die Höhle und damit sind wir, glaube ich, in diesem Gebiet auch fertig. Da oben komme ich nicht raus. Okay. Rein hätte ich da kommen können. Das wäre cool. So, okay, dann der Eremitengarten müsste damit abgeschlossen sein. Dann würde ich jetzt mit dem Silberflaschenhof weitermachen. Und da würde ich etwas strategisch vorgehen. Und zwar, entweder ich gehe hier durch und dann porte ich mich noch hier und gehe hier einmal durch. Ja. Klingt alles sinnig, was ich mir da zusammenreihe. Oh ja, die Truhe. Hätte ich fast vergessen. Mission accomplished. Da ist auch nur ein Gutschein drin. Krass, okay. Da hätte ich tatsächlich gedacht, ist mehr drin. So, dann geht's also hier raus, ja. Gut.
Ist jetzt natürlich ärgerlich, weil man gar nicht weiß, ob man alles hat oder nicht. Ein bisschen unglücklich. Na gut. Das Rätsel habe ich gelöst. Ach, ich habe mich also doch hierher porten können. Na gut. Ich dachte, der Teleporter ist oben drauf und deswegen ist das dumm. Aber euch habe ich schon gemacht, ne? Ja. No touching. We're way behind schedule. Meine Garni ist noch schwach, ey. Haben die dich gemobbt? Nein. Die haben die einfach so rumgestanden, ohne eine Truhe zu bewachen oder sonst was? Das ist ja... eine Frechheit. Habe ich auch schon gefunden gehabt. Das habe ich schon gemacht. Okay. Wow, das hat ja richtig viel gebracht, hier lang zu gehen. Ich freue mich. Gut. Dann hier lang. Okay, das haben wir auch schon gemacht. Da komme ich halt rein, ne? Access denied. Ja, das war aber auch nur sinnlose kleine Unterfangen hier. Okay, da komme ich wieder hoch anscheinend. Okay. Okay. Da sind zwar Gegner, aber... Okay, Erz, okay. Das braucht doch alles kein Mensch. Was soll denn der ganze Kacki? Wahrscheinlich habe ich das alles auch einfach schon mitgenommen. Ich sehe zumindest keine Truhe oder irgendwas. Was da... Oh, guck mal, das da. Da ist was. Das können wir eventuell hier... 8 drin runter. Zack. 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 Mission accomplished. So gut. Haben wir dich schon gelöst? Ja, haben wir. So, daran erinnere ich mich zumindest. Okay. Jetzt kommen wir in die heißen Gefilde, wo tatsächlich auch noch mal irgendwas sein kann. Glaube ich. Hoffe ich. Bitte? Ah. Das ist dasselbe. Von der anderen Seite. Hm. Erkunden, erkunden, erkunden. Erkunden, erkunden. Da. Ja, ja, ja. So ist gut, so ist fein. So mag das liebe Schnielein farmen, farmen, farmen. Wupp, wupp, wupp. So. Das ist eine Bootsherausforderung, wenn ich das richtig checke.
Okay. Dann ignoriere einfach die Kugel und fahr einfach durch, ohne dass irgendwas passiert. Oh. Bro. Komm. Ich bin zwar schlecht, aber so schlecht ist normalerweise auch nicht. Wieso? Wow. Wieso ignoriert er den einfach? Okay. Sehr unbefriedigend, diese Strecke. So, drück einfach gar nichts. Vielleicht, heilige Scheiße. Okay. Looks kind of cozy. Tatsächlich, das war einer. Ein Glückskelch. Yay? Okay. Wir scheinen die alle Party zu machen. If we start at our village and take a slight detour, we'll be able to see Caravan Rebot and Partis the Eye on the way to Samiro City. Ah, very good. Oh, planning to do any souvenir shopping along the way? You can just focus on buying the gifts. I'll carry the bags. Don't worry about the weight. I can handle it. As long as it's nothing too gigantic, I'll fit it in the bag. Calm down. How many people do you think we'll be buying for? Mom, Albedo, Master Jean, Razor. Ooh, and Diona, and Mona, and Fischl. What's that look for? Nothing. So, Klee, what are you planning to buy for everyone? Sensetia-flavored candies, and big fungi caps, and loads and loads of storybooks for everyone! But I haven't decided what to get for Mom yet. There's no rush. Let's see what they've got. And if you're still unsure, we can help you decide. Yay! Thanks, you two! Okay. Ich hatte da eine Blase gesehen, aber... You don't plan on taking the shell back with you, Miss Sangonomiya? No. I think it's better if it stays here, with Idia. Watatsumi Island has something new to treasure now. And slowly but surely, people are seeing progress in pursuing their aspirations. It'll be of more use here, where it can protect this puddle domain and the dreams of all who journey through here. Okay, sie lässt das Ding also auch noch hier. Gut, dann war alles umsonst. Du vermutlich, wa? Steht da einfach so ein Fass unter dem Wasserfall. Das geht ja auch nicht. Mission accomplished. Mission accomplished. Oh, Champagner. Ich hatte mich gefragt, woher zwei euch worum treibt. Ah, ich sehe euch im Glück der Klang der klaren Quelle und die Energie der unbekümmert tanzenden Tautropfen. Was ist? Möchtet ihr euch noch tiefer in die Freuden der Mirage eintauchen? Vieles hat sich geändert, nachdem die Mirage wiederhergestellt wurde. Jetzt kann sogar Idia angemessener sprechen. Eine ganz andere Person als zur Zeit der Reparatur. Du bist auch nicht etwa von Idias Kreation? Mein Körper war schon immer meine Kreation. Ach, reden wir nicht weiter über die Vergangenheit. Jetzt sieht Idia viel besser aus. Das ist großartig. Nein, wir schweifen ab. Worüber hatten wir gerade geredet? In die Freuden der Mirage eintauchen. Kunden immer auf neue Überraschungen treffen.
Du denkst genau das, was Paimon denkt. So ein wunderbarer Ort, wir wollen uns noch genauer anschauen und jeden Winkel erforschen. Thron und Mora, nicht eine darf man sich entgehen lassen. Ah, die Freuden, wenn sie sprechen, nicht mehr rumlaufen. Ihr interessiert euch also auch für Schätze? Gut. Wollt ihr eine berühmten Rückkehr der 1000 Wunder in der neu gestarteten Mirage? Rückkehr der Wunder? Sind das irgendwelche Wunder der Mirage verloren sind? Der Name Rückkehr der 1000 Wunder steht für die Hoffnung, dass die 1000 Wunder zur Veloria Mirage zurückkehren werden, sowie die verlorenen Reisenden auf wundersame Weise hier ankommen. Dieses Projekt blickt auf eine lange Zeit zurück, als ein erfahrener Abenteurer diesen Ort kurz besuchte und von der Landschaft tief beeindruckt war. Räusper. Natürlich, meine großzügige Gastfreundschaft ihm gegenüber spielte auch eine wichtige Rolle. Kurzum, er hatte seine wertvollsten Schätze und seine wichtigsten Andenken an Orten vergraben, die ihn am meisten bewegten. Das sind 3 Taschenuhren aus Mora. Bevor er abreiste, hinterließ der Abenteurer poetische Rätsel, die er mich bat, den Gästen, die nach ihm kamen, zu erzählen und zu diesen Schätzen zu führen. Okay. Taschenuhren aus Mora. Das klingt golden und glänzend. Sie müssen ein ganzes Vermögen wert sein. Ich weiß nicht, wie wertvoll sie sind, aber als die Gäste nach ihnen kamen, davon erfuhren, waren sie noch begeisterter als Paimon und schworen alle Schätze, die von diesem Abenteuer zurückgelassen wurden, rauszuholen. Leider hat keine von ihnen, obwohl sie die gesammelte Mirage gekämpft haben, auch nur einen einzigen Ort gefunden, Rätsel hinweisen. Doch als die Suche voranschritt, begannen sich viele Gäste zu entspannen und waren nicht mehr so nervös, wie sie es waren, als sie den Mirage betraten. Obwohl sie die Schätze nie gefunden haben, fanden sie diese Idee faszinierend und beschlossen, ihre eigenen Geschenke in der Mirage zu hinterlassen, ihre Geschichten hier zu vergraben und mich mit ihrer Pflege zu betrauen. Jedenfalls hatte ich es mir so vorgestellt, aber jetzt ist es zu einer regelmäßigen Aktion geworden. Genau das bedeutet Rückkehr der 1000 Wunder. Den Rätseln folgen, die hinterlassenen Schätze entdecken und die eigenen Geschichten weitergeben. Das mit den Taschenuhren? Oh, haha, jetzt wo du es sagst. Was am Ende mit den Taschenuhren passiert ist, ich erinnere mich nur an die Geschichte, die erzählt wurde. Was war das noch einmal als Rätsel, das er hinterlassen hat? Ich muss mich gründlich... Vielleicht gibt es noch Aufzeichnungen. Hast du das Abenteuer nicht versprochen und du bist dafür verantwortlich. Das ist nicht meine Schuld, das ist zu lange her. Inzwischen waren schon so viele Besucher hier, da kann ich mich nicht noch an alles erinnern. Und wenn ich... und wenn es nicht der Wert der Uhren, sondern des Schatzes, der zählt, sondern die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ja, so ist es. Die Geschichte zählt, Schätze sind nur das schmückende Beiwerk. Also, warum probiert ihr die Rückkehr der 1000 Wunder nicht einmal selbst aus? Das Andenken, das ihr hinterlassen habt, könnt ihr eines Tages auch von anderen ausgegraben werden. Jedes Andenken, das ihr hinterlasst, entscheidet darüber, wie und was diese Person in Zukunft in der Geschichte erfährt. Ist das nicht aufregend? Das stimmt, irgendwie macht es mir wirklich Spaß, fremden Geschenke und Glückwünsche zu hinterlassen, und Schätze zu finden, die auf Rätseln basieren, ist etwas, worauf man sich freuen kann. Natürlich wäre es noch toller, etwas im Ohr zu bekommen. Mit Gold sind die Edelsteine noch schöner. Macht euch keine Sorgen. Nach den alten Regeln hat jeder Gast höchstens ein Rätsel und sucht nach dessen Schatz. Aber das ist meine ganz besondere Gästeseite, werde ich euch 3 Rätsel stellen, von denen euch neben den Andenken auch zu Mora. Ja, das wäre perfekt, Freunde hier. Paimon weiß nicht, wie geheimnisvoll der Abenteuer ist, aber Paimon glaubt, dass Paimon schnell unterlegen sein dürfte. Lass uns auch diesen Brauch fortsetzen und hier die Geschichte vergraben, die nur uns gehört. Wir können während unserer Schatzsuche darüber nachdenken, was für ein Andenken oder welches Rätsel wir hinterlassen wollen. Dann ist es abgemacht. Als nächstes haben wir das erste Rätsel. Ein süßer Nebel erfüllt die Luft und beim Anblick des Lampenscheins vergaß ich fast zu atmen. Am Ende haben mich die Erinnerungen meiner Kindheit an diesen friedvollen Tisch geführt. Nun, die Reise der Rückkehr von 1000 Wunder hat begonnen. Also merkt euch das Rätsel, versucht es zu verstehen und findet den Ort des Schatzes. What? Der ist ja markiert. Was soll das denn? Make my escape. Oh, ich habe mich jetzt auf ein cooles Rätsel gefreut. Und was ist? Ein Schein, ja. Tada! Ooh, what's in here? Maybe a growth serum? Scheint der erste Schatz. Okay. Das bedeutet, gehen wir besser zurück und fragen Idee. Okay.
Wusste nicht, dass ihr tatsächlich eine Nebenquest anfängt. Ihr seid schon zurück, ihr seid wirklich gut in der Schatzsuche. Das erste Rätsel war so einfach für uns, dass wir so wussten, wo wir hingehen müssen. Alles mit dem Andenken der Schatztruhe. Pamela glaubt, dass es sich um einen Menschen handelt, der leicht hungrig wird, vom Geruch angezogen wird, wenn er von einem Restaurant steht. Diese Andenken sind in der Tasche, in der er Snacks eingepackt hat, richtig? Richtig, aber das ist nicht ganz präzise. Der Gast, der den ersten Satz hinterlassen hat, war jemand mit unerschütterlichem Willen. Als ich ihn in der Wüste traf, war sein Körper mit großen und kleinen Wunden übersät. Er musste einen grausamen Kampf hinter sich gehabt haben. Ein müder und hungriger Mensch wird sicherlich von dem Duft eines Restaurants angezogen. Es ist nur vernünftig, in solchen Momenten etwas Lyrisches oder sogar Poetisches zu schreiben. Igitt, das ist ja fast schon völlig anders als das, was Pamela vermutet hat. Warum kämpft er in der Wüste? Wenn ich so viel wiedergebe und meine persönlichen Kommentare und suche, wird er wiederum euren Gemütszustand beeinträchtigen und euch daran hindern, seine ursprüngliche Geschichte zu würdigen. Unter den Andenken befinden sich auch notwendige Notizen von ihm. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr sie ja mal lesen. Na gut, Shen denkt daran, sie später zu lesen, Paimon zu sagen, worum es geht. Kommen wir gleich zum nächsten Abschnitt. Ich werde das zweite Rätsel verkünden. Der fliegende Stern der Ranke trug mich durch die stillen Wälder und schließlich in den ruhigen Schlaf. Fliegende Stern der Ranke trug mich durch die stillen Wälder, schließlich in den ruhigen Schlaf. Wie war das? Diesmal ist es noch viel schwieriger. Nutzt eure Klugheit, zweiten Schatzzone zu finden. Ich nutze meine Klugheit. Ich bin nämlich klug. Luca. So. Okay. Behold! Finde die zweite Schatzzone. Zweite Schatzzone, ich komme. Mache mit dem Chuchu-Export. Das ist ziemlich cool. Reich entspricht das wirklich der Beschreibung der fliegende Stern der Ranke. Wie soll ich das denn wissen? Könnte der Rad krumm und schief sein? Ha? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich glaube, das habe ich schon mal gelöst. Weil da komme ich irgendwie nicht durch. Kann mir jemand sagen, wieso nicht? We're way behind schedule. Ist ja nur ein Erz. Ah, hier, warte mal. Ah. Warte. Gott, wie lautete das Rätsel? Habe vergessen. Toll, steht das Rätsel nicht. Oh, ist das dein Ernst? Well. Ist das so ein Ding, wo ich einfach nur Feuer brauche? Oder ist es eher so ein Ding? Scheine ich tatsächlich nicht viele Schnitte zu sehen.
Aber wieso komme ich da nicht rein? Was ist der Deal? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das finde ich jetzt natürlich etwas ärgerlich. Wieso komme ich denn da nicht rein? Was ist denn der Deal? Was genau ist das Problem? Vielleicht kommen wir ja von der anderen Seite rein. Sieht schlecht aus. Auch hier ist dicht. Alter, die Lücke, ne? Wie groß die ist. Ne, da kannst du nicht durch. Ist eindeutig zu eng. Okay. Ich komme dort nicht rein. Ich weiß nicht wieso, aber ich komme dort nicht rein. So. Finde ich nicht gut. Wäre halt cool, wenn mir jemand sagen könnte, was ich machen soll, um da reinzukommen. Was ist dein Deal? Sommerliche Begegnung ist fertig. Hilf mir. Streckenlegung. Jubelwellen. So links und rechts, Jubelwellen, okay. Haltestelle, vorgefertigte Gemälde. Ne, das hilft mir, was das angeht, alles nicht. Ja. Suche ich hier einfach nur irgendeinen Wassertropfen, der mich da reinlässt. Ne, anscheinend nicht. Make my escape. Come on now. Wow, 600. Too slow. Verdammt gute Frage so, ne? Cry louder. Time to go. Jackpot. Jackpot. Ja, das zählt alles noch zu dem Gebiet hier. So. So, ich werde jetzt mal Folgendes tun, denke ich. Damit wir hier nicht 150. So, die 150 sammle ich auf jeden Fall noch. Den Rest werde ich dann in einen Livestream verpacken, glaube ich. Aber ja, das ist irgendwie Ist wieder Wasser da? Ja, sind es. Ich bin hier aber auch schon fast wieder in der anderen Zone, ne? Weiß man nicht so genau. So, dann zeig mir mal die Lösung. Rechts. Hinten. Vorne. Okay. Rechts. Need to end a few enemies? Rechts. Hinten. Hinten. Und
Easy. All right, now we're talking. Now we're talking. So. Das ist alles nicht so hilfreich, wie du denkst, ey. Ein Lautsprecher. Oh. Der fährt dann ja aber ganz woanders hin. Ich habe da unten noch das Gebiet noch nicht mal erkundet. Uiuiui. Okay. Ich komme auch hier gerade völlig aus dem Trott. Dank diesen blöden Quests. So, deswegen kurz zurück. So. Schauen wir mal. Also, wenn ihr die glücklichen Dinger haben wollt, dann lohnt sich, glaube ich, nur tatsächlich diese Ballons einzusammeln. Weil, ja, diese Truhen hier, was ich jetzt mache, gibt immer nur einen Schein. Das ist natürlich nicht viel. Wenn die natürlich hier... Ist hier irgendwo ein Loch, wo ich reinfallen könnte oder so? Ach, zu einfach. Ach, so ist ein Windvieh. Eine tolle Wurst. Not bad. Not bad at all. Gott, mach diese Pasta weg. So. More companions! Da oben ist auch noch... Oh, ist das wieder Wasser? Ich kotze alles voll. Ich kotze alles voll. Ich kotze links, ich kotze rechts, ich kotze alles voll. Ja, habe ich noch irgendeinen anderen Wassercharakter? Vielleicht noch ein bisschen Damage macht, den ich nicht scheiße finde, as fuck. Ja, nur ihn hier, aber sein Wasser ist halt nicht ganz scheiße, Katzfuck. Ich muss ihn. Need to end a few enemies? Dieses Barbsäger. Wie? Mhm. Gehören die mit dazu? Ja. Ich weiß nicht genau. Ach so, warte. Ah, mein Gehirn, ey. Hab ich ja fast vergessen, diese Teile, ey.
Ey. Now I just need to get my hands on the rest. Da ist noch eine Wasserblase, da ist eine Truhe. So, auf jeden Fall noch eine ganze Menge hier. Do it. All right, now we're talking. Now we're talking. Ach Gott, warum renne ich mit dem Penner rum? Warum habe ich hier überall Wassersäulen? Warum? Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Scheiße. Schon wieder müde. Egal, graues Outfit hole ich mir noch. Es gibt so viel zu entdecken, das ist der Wahnsinn. Upon the gale. Unnecessary. Quit following me. Da hinten ist noch eine, hier ist noch eine Truhe, guck mal. Hier ist auch noch eine Truhe. Na Mensch. Lesen. Verstecken spielen, okay. Ei, wo seid ihr denn? Oh. Da wächst einfach ein Kristallerz oder was? Freunde. Take it and have fun. So, damit wäre ich da hochgekommen, ja? Wäre ich da etwas schneller auch. Okay, auf der gegenüberliegenden Seite war auch noch so eine schöne Blubberblasentruhe. Ich das richtig gesehen habe zumindest. Too slow. Ja. Squall and Fury. Bro. Mach mal ob da. Ja, schön, danke. You even want this? Okay. Too slow. Okay, die sind nicht hostile. Vielleicht sollte ich die nicht angreifen. Oh, das kommt nicht gut. Behold, upon the gale. Ach ja, hier kann ich ja auch nicht durch.
come on, ey. Vielleicht lassen sie mich ja durchschießen. Das wäre natürlich... I'll ensure your safety. Nein. Okay. Das ist very merkwürdig. Was muss ich denn da machen? Ey? Keine Ahnung. Kein Plan. Ja, der Silberflaschenhof, der hat natürlich... Ja, keine Ahnung, ey. Wo der anfängt und wo der aufhört. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Hat schon ein Gebiet. Nenn ich es jetzt mal. Wo ist das ein Ofen? Medea. Achso, die Spitzerkönigin, okay. Ja, das haben wir schon gemacht. Ah, guck mal hier. Wollt ihr Verstecken spielen? Ja, wollen sie. Wie dieses, ach schnell. Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. Prop Hunt Event. Nur, dass man hier keine Spieler sucht, sondern Wassergeister. Da rein? Nein. So. Ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen müde, aber guck mal, da unten ist noch... Zeit-Event. The wind rises. Okay, das war easy und cool. So. Unnecessary. Was geht hier ab? Habt euch in Pilze verwandelt. Das ist äußerst nett. Ich hatte doch noch da. So, ich hatte noch eine Truhe gesehen irgendwo. Unsightly insects. Behold! Sporen der Pilzbestien. Und früher konnte man davon nicht genug haben. Hätte das Event nicht mal früher sein You even want this? können. So, achso, ja, hier war ich schon. Following me. Gute Frage, ne? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier rüber. Ah, guck mal, da ist noch ein Vierer. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wenn wir ihn genau finden, ist das natürlich. Fupp. Quit following me.
Upsi. Quit following me. Leute, ich wollte hier keinen Stress machen. Aber... Da ist auch noch was. Ahahaha. Hm? Die Fragezeichen sich gegenseitig an. Okay. Zum Pilz werden. Jo, danke. Sehr schön. Mission accomplished. Einmal in eine Go Runde. back and sleep now. Oh, was bist du denn? Hallo? Mit einer stärkeren Neigung der Fahrbahn wäre es vielleicht noch ein spannendes Erlebnis. Kommt auf den Drehwinkel der Luft an. Hust. Hey, hallo. Ah, ihr seid es. Hattet ihr Spaß mit dem Mirage? Wir hatten viel Spaß. Sehr gut. Ich hoffe, ich bin froh, dass es euch gefällt. Also, gerade, wollt ihr vielleicht eine experimentelle Mini-Fahrbahn ausprobieren? Experimentell? Man muss ja auch in die Mirage-Experimente machen, bevor man die Fahrbahn baut. Genau. Seht ihr das hier hinter mir? Das ist das Testgelände für den Chuchu-Express. Erinnert mich ein bisschen an den Stromschnellenfahrbahn. Jene Fahrbahn wurde hier entworfen. Auch wenn wir hier die Bündellichtwerfer und vorgefertigten Gemälde verwenden können, kann man den richtigen Entwurf keinen brauchbaren Fahrbahn bauen. Daher ist es sehr wichtig, zunächst einen Entwurf zu machen, Experimente durchzuführen und die Testergebnisse zu sammeln und basierend darauf Anpassungen vorzunehmen, aber es könnte ein wenig nach Jeronys Beschreibung zu erlebnisreich sein. Für Gradiententests gibt es in den Testgelände 3 Mini-Fahrbahnen. Sie sind, Hust, ein bisschen schneller als die normalen Chuchu Express. Sie sind, Hust, die noch in Ordnung Fahrbahn, die mir ist übel Fahrbahn und die viel zu schnell Fahrbahn. Ah, diesen Namen hat sich übrigens Ferdinand ausgedacht. Boah, ist mit Ferdinand alles in Ordnung? Ihm geht es bestens, er braucht einfach nur etwas frische Luft. Um wieder zum Thema zurückzukommen, da diese Mini-Fahrbahnen allesamt viel schneller als der normale Chuchu Express sind, empfiehlt es sich, mit der noch in Ordnung Fahrbahn zu beginnen. Das meint sie, beste Bereich, genug ausprobieren, lass uns gleich beginnen. Durch eine LAN lobe ich mir. Geh zu den Wassergeistern, die für die Mini-Fahrbahn zuständig sind. Sie werden sicher gern für dich aktivieren. Okay. Noch in Ordnung. Setz dich in die Chuchu-Bahn. Oh, warte. Sorry, ich muss hier mal eben guckt ihr den einfach an? Sehr nett von euch. So. Ist das denn so korrekt? Muss ich da drauf steigen? Anscheinend, ja. Okay, dann die noch in Ordnung. Scharfe Kurve. Oh, ich sehe nicht mehr viel. Ach so, 3 Runden. Ah, okay. Ich darf nicht zu schnell drücken anscheinend. Oh nein! Oh! Mother! Fuck, ich dachte, die ist durchgängig. Oh shit. Und jetzt?
Sie nochmal aktivieren. Oh, hätte ich da jetzt die ganze Zeit rumfahren sollen oder was? Was ein Quatsch. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das, glaube ich. So, sorry, my bad. Eins. Muss ja nur Linksklick drücken, das ist ja eigentlich kein Akt. Ich dachte halt hier, die sind zusammen, aber sind sie nicht anscheinend. Da, da, da. Mission accomplished. Can I go back and sleep now? Darf ich jetzt die zweite fahren, oder? Wenn man ausprobiert. Ach so. Hier rechts. Okay. Einrichtung abgeschlossen. Okay. Mir ist übel, hä? Ah, jetzt muss man auch zum richtigen Zeitpunkt drücken. Okay. Die Kamera fickt einen hier ganz schön. Weil ich kann sie nicht bewegen. Das ist alles easy. Looks kind of cozy in here. Nap time. Okay. Make my escape. Dann gucken wir mal, was damit auf sich hat. Oh. Durchbricht die... What? Alter. Wie soll ich das denn sehen? Liebe. Ich kann nichts hier. Ich kann nichts sehen. Bro. Kamera? Was? What? Was soll das denn, ey? Wie dumm ist das denn? Mission accomplished. Kamera so. Nö. Now. Ach ja, ich wusste, dass das passiert. Habe ich Bock, die einzusammeln? Eigentlich nicht.
Trick weiß es auch nicht, Kinderfreunde. Sucht euch was aus. Hier, Crit Damage, zack. Irgendwas Cooles. Hier, Gladiator, da kann man doch nichts mit falsch machen. Oh Gott, wie ich das hasse. Ja, dauert auch überhaupt nicht lange. Oh, jetzt ist der Elementarkunde hochgerollt. Willst du mich verarschen? Ob du mich verarschen willst, habe ich gefragt. Und jetzt kommt er wieder, Fünferproc. Und ich so, nein, ich will doch... Ich will doch Elementardinger loswerden hier. Aufladerate. Okay. Das Ding ist auf jeden Fall verhunzt mittlerweile. Und ich habe auch gar nicht mehr. Oh wow. Oh Mann, ey, das wird wieder... So, okay. Die habe ich wohl alle geschafft. So. Ach ja. Gut. I think. Wie weit bin ich denn? Lass mal gucken. Na, guck mal, wir nur noch 6 Stück. Ach ja. So, dann lasse ich es auch für dieses Video dabei bewenden, sonst wird es echt viel zu lang. Auch wenn ich da zwar nichts gegen hätte, aber den Rest kann man dann ja schön im Livestream machen. Das ist ja dann auch kein Problem. Auf jeden Fall die wichtigsten Belohnungen sollten wir dann haben. Hallo? Mach dir mein Wasser mit, was ist los? Was machen Feuerelementare in der Welt der Wasserelementare? Hm? Take it and have fun. Noch 5. Too slow. So. In die Richtung bitte. Tschu. Oh, stopp. Hier oben ist was. Ah, weißt du, wer hier fehlt? Jetzt weiß ich auch, wer hier fehlt. Ich weiß jetzt, wer hier fehlt. Klettermax. All expenses paid trap. Du. Klettermax fehlt. Da. So, es fehlt noch einer. Habt ihr da eine Truhe zufällig? Oder bist du einfach nur... Da ist eine Truhe, alles klar. Kein Plan, wo das Feuer herkommt. Take it and have fun. So, meine lieben Freunde. So. Jetzt haben wir... Achso, ich muss die nacheinander freischalten, oder was? Zack. Zack. Oh. Kristall überschwänglicher Freude. Hilfsmittel. Dieser faszinierende Kristall strahlt einen glimmernden, fluoreszierenden Glanz aus. Er scheint in der Lage zu sein, die Emotionen Freude innerhalb eines bestimmten Bereichs wahrzunehmen und die Menschen den richtigen Weg zu weisen. What? Sondiert nach der Anwendung die nähere Umgebung nach glücklichen Gutscheinen. Ah, guck mal. Okay, kriegt man auch noch ein Hilfsmittel dafür. Das Ding. Okay. Zack. Zack. So, der Rest ist jetzt nur noch
Mora und Bullshit. Und was auch immer das hier ist. Sondiert die Anwendung nach sämtlichen glücklichen Gutscheinen. Dann kriegt man auch noch damit man auch noch den Rest zusammenkriegt. Okay. Gut, aber jetzt haben wir hier alle Urgesteinbelohnungen und Chaos Outfit. Schatten der flatternden Segel. Nice, nice. Ich bin davon nicht mal ein Viertel beeindruckt, so sehr wie von dem von Klee. Aber Klee kostet halt Geld. Ja. Trotzdem nochmal der Tipp an euch, falls ihr in Erwägung zieht, sowieso Geld beziehungsweise weil ihr Klees Outfit unbedingt haben wollt. Ihr könnt ja das Ganze über den Mondsegen machen. Ne? Wenn ihr Mondsegen kauft, bekommt ihr immer auch 300 Schöpfungskristalle. Und da müsst ihr halt für ein paar mehr Monate Mondsegen kaufen, weil das deckt ja bis zu 180 Tagen offensichtlich. Ich kann es jetzt leider nicht machen, weil ich das schon gefüllt habe, weil ich sag schnell, bei Kasua gerollt habe. Da wollte ich nochmal alles rausholen, was rauszuholen ist. Wenn ihr aber, das heißt, ihr habt hier keinen Verlust, wenn ihr jetzt schon, wie viel braucht er? 4? 5? 5. Wenn ihr das jetzt 5-mal kauft, ja, dann habt ihr 150 Tage, aber dann verfällt das ja nicht. Also dadurch kriegt ihr das einfach dazu. Und dann könnt ihr mit den Schöpfungskristallen das hier auch kaufen. Das ist so, machen die meisten so, die Low-Spender sind, so wie ich. Ja. Also ich kaufe mir Mondsegen, das mache ich, aber da ist dann auch schon fast auf. Ab und zu vielleicht nochmal Kristalle aufladen, aber das war's dann noch. So, und Klees Outfit ist natürlich, seien wir ehrlich, 1000 Milliarden mal besser. Ja, wobei ihr ikonisches Outfit auch okay ist, aber naja, das Problem ist, diese Outfits von diesen Charakteren, auch das von D-Look, das ich mir geleistet habe damals, das sieht super cool aus, aber ich spiele halt nicht, ne? Das ist halt auch bei Klee so. Ich spiele sie halt nicht. Das kann sich ändern in Zukunft, aber who knows? Traum von Meeresbrise. Da war ich offensichtlich für alle zu geizig. Bei dem hier überlege ich nochmal, aber vermutlich werde ich dafür auch zu geizig sein. So. Okay. Wir haben jetzt mehr oder weniger alle Belohnungen hier durch. Dafür gibt es dann hier auch wahrscheinlich nochmal einen Saisonauftrag. 100 glückliche Gutscheine. Bam. Okay, easy. Was das angeht, gut im Vorlauf. Und dann haben wir jetzt zumindest alles mehr oder weniger geschafft. Ich werde jetzt nochmal kurz das Ding ausprobieren. Sieht so aus, das ist hier nichts. Sehe ich das richtig? Oder tauchen die dann auf der Map auf? Oder wie läuft das hier? Warte mal, ich gehe mal in die Mitte. Okay, im Flug kann man uns... Oh! Bin ja schon ein bisschen tempted, das noch weiter zu... There's no such thing as pure freedom in this Aber... world. Even the wind cannot blow on forever. Fahren wir schon seit 2 Stunden glücklich gut. Ne, komm, ich heb mir das auf. Ja, dann könnt ihr mit dabei sein. Dienstag oder so mache ich das dann. Und wenn ich mal wieder eine Nachtzeit habe. Aber es war cool. Das war cool. Tolles Event, wie immer. Die Klee-Events im Sommer, die Sommer-Events mit Klee, wie man es auch immer nennen will, sind immer ein ganz großes Kino und halten auch ewig und das gefällt mir super. Und ja, sie sind einfach, sie verkörpern einfach die Wünsche
und Träume und Imaginationskraft tatsächlich von Klee als Kind. Also, und da, ich finde, man wird da so ein bisschen reingezogen, dass man auch so ein bisschen sich wieder in seine Kindheit versetzt fühlt. Und das macht einfach Spaß. Das hier nimmt sich alles nicht so ernst. Hier ist alles ein bisschen kindisch, aber im besten Sinne. Ne? Also Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll und so weiter. Und ja, Schlaraffenland, Magie, alles, was so ein Kind halt beeindruckt, und finde ich einfach, ist klasse, da einzutauchen. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Und kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Event auch. Braucht sich vor den anderen nicht verstecken. Okay, meine lieben Freunde. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist ein langes Video. Wer es bis hierhin zum Ende geschafft hat, vielen, vielen Dank, dass ihr mich immer so schön unterstützt und meine Videos schaut. Und ich hoffe, ihr habt daran auch Spaß. Ihr könnt da irgendwas rausziehen, was euch hilft. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen!